98. Jahr. Und so bin ich in den Jugendtransport reingekommen, die was nach Auschwitz gegangen sind. Und dann hat es geheißen, auf die Nacht, alle auf die Rampen. Da ist ein Zug da gewesen, lauter Lastwagen. Da sind Frauen mit Kindern, Säuglingen, größere Kinder, alte Männer, alte Frauen, alles wie es waren, hineingedrückt, geht rein, in einen Waggon, wo normal 50 Leute waren wir ca. 150, 180 Leute drinnen. Das kann sich keiner vorstellen, wie die Herren hineingezwängt sind wir worden. Das Tier ist zugeschoben worden. Und so sind wir, weiß der 6. oder 7. Tag, weiß ich nicht mehr, ist der Zug stehen geblieben. Dann sind die Tieren aufgeschoben worden. Und es heißen alles raus. Ihr seid in Auschwitz bei der Selektion, wenn sie sagt, geh gerade, weil sonst, wenn du buglert gehst oder was und der sicht, dass du nicht gerade gehst und nicht arbeitsfähig bist, gehst ins Gas. Rosa-rote Wolken gesehen, Rauchwolken, rosa, eine Luft, die nach verbranntem Fleisch gerochen hat. Ein fürchterlicher Gestank. Bei der Selektion hat es geheißen, die Frauen alle gleich nach rechts, die was arbeitsfähig waren ein bisschen. Also ich habe die Maßen gehabt, die er gesagt hat, diese gerade gehe. Und mit zusammengerissen bin ich nach links in den Löwengang gekommen. Männer haben um ihre Frauen geschrien und umgekehrt Kinder, die was durchgemacht haben um die Mütter oder um den Vater. Das ist, solche Sachen kann man nie mehr vergessen. Hast du dich jemals gefragt, was uns die allerletzten Zeitzeugen aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges erzählen können? Ich habe heute die unfassbare große Ehre, den allerletzten Auschwitz-Überlebenden aus Österreich, Herrn Erich Finches, zu interviewen. Und dieser Holocaust-Überlebende und eben allerletzte Auschwitz-Überlebende aus Österreich erzählt uns heute in 3-4 Stunden seine Geschichte, wie er mittlerweile jetzt 98 Jahre ist, wie er damals die Anfänge des Nationalsozialismus in Österreich miterleben musste, wie er dann als 10,5-Jähriger über 4 Monate lang vor Eisenerz abgehauen ist, dann 2 Jahre lang als U-Boot im Untergrund in Wien gelebt hat, sich dann im Widerstand im Jugoslawischen betätigt hat, Josip Tito getroffen hat, wie er dann nach Auschwitz deportiert wurde, dort und auch in den Nebenlager die Hölle auf Erden miterlebt hat, wie er dann Ende April 1945 mit nicht einmal 27 Kilo befreit wurde, wie er dann sein Leben noch aufgebaut hat, was wichtig ist im Leben und was wir dafür tun können, dass sich solche Geschichten wie diese von Herrn Finches niemals mehr wiederholen und dass wir diese Geschichten von Herrn Finches niemals vergessen und wir alle in Frieden in Zukunft leben können. Ich bin Daniel Bleunig, bin Begründer des Friedensprojektes Lebensweisheiten von 100-jährigen Menschen und bin diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger. Und genau diese unfassbar wertvolle Zeitzeugengeschichte wirst du heute bekommen. Darf ich fragen, wie jung Sie sind? Heute bin ich in 98. Jahr. Am 11. September 1927 sind Sie geboren. In Wien, von altösterreichischen Familien. Altösterreichischen Familien, aber mit jüdischer Abstammung. Ja, die Abstammung ist nicht ganz jüdisch gewesen, weil mein Urgroßvater war Kirchenfürst, evangelischer Bischof und der hat 8 Buben gehabt und ein Mädchen. Die Buben waren alle gut ausgelernt, sehr tüchtige Leute, aber 4 davon waren beim preußischen Heer und 4 beim österreichischen Heer.
Und 1848, wie der Krieg mit Preußen war, hat meine Urgroßmutter, meinen Urgroßvater als Bischof das klargelegt, wenn unsere Buben von diesem Krieg halbwegs gesund heimkommen, treten wir als Gabe und als, wie soll man das richtig ausdrücken, weiß ich nicht momentan, dem jüdischen Glauben bei. Weil er hat dann, obwohl er evangelischer Bischof war, hat er an gewissen Aussagen der Religion irgendwie gezweifelt. Weil der Großteil des, was im Evangelium ist, kommt von jüdischem Glauben her. Also hat er gesagt, das, was nur dazugekommen ist mit der Maria und den Aposteln, sind viele Erzählungen, man kann es glauben, man kann es nicht glauben. Er hat daran in seiner Zeit zum Zweifeln begonnen. Und wie ist es dann gewesen, wie dann in Österreich zumindest 1938 der Hitler gekommen ist? Ja, nur das Ganze fängt ein bisschen anders an. Nach dem Ersten Weltkrieg war in Deutschland sowie in Österreich die Wirtschaft herniedergelegt. Eine große Arbeitslosigkeit, die Industrie und die Wirtschaft war am Boden zerstört. Die Leute waren ohne Arbeit, es war große Not und dann ist ein Depperter gekommen, der was sich Hitler genannt hat und Reden geschwungen hat. Mit einem Goebbels und noch einigen anderen Fanatikern. Es war zu diesem Zeitpunkt das Deutsche Reich, ein alter Mann am Ruder, der was nicht imstande war, aufgrund der damaligen Abstimmung 1933 eine richtige deutsche Regierung zusammenzubringen. Weil die deutschen Bundesländer hat er jedes noch in einer anderen Richtung gezogen und er war als alter Mann nicht mehr fähig, Deutschland zu regieren. Daraufhin hat er den Nationalsozialismus, die war damals die stärkste Fraktion bei den Wahlen, das übergeben. 1933 hat dann Hitler faktisch dadurch die Macht legal übernommen und gleich angefangen mit der Änderung der Gesetze. Angefangen von Diskriminierungen, Enteignungen und so weiter, aber das in gesetzlicher Form in Salamitaktik, so dass es ja nicht so stark auffällt und nicht. Man hat Menschen, die diskriminiert, wenn sie einen anderen Glauben gehabt haben, eine andere Hautfarbe oder nicht auf Seiten der NSDAP gewesen sind. Man hat damals gleich im Jahr 1933 unliebsame Menschen ins Lager Dachau eingesperrt. Wo wir jetzt sein. Ja, da sind wir jetzt, wo wir im Hintergrund sogar noch den Original Stacheldraht sehen, mit dem Turm der Bewachung. Und so hat das Schicksal der Menschen begonnen. Hitler hat angefangen, bereits gleich 1933, mit dem, dass er Banknoten drucken hat lassen ohne Deckung. Er hat Geld gemacht, um die Industrie zu beschäftigen und zu Menschen zu haben, die ihm gefällig werden. Natürlich, Arbeitslose waren ihm sehr gehörig und durch die Arbeit sind sie irregeführt worden. Weil er hat ihnen eine Ideologie versprochen, die was mit Sozialismus überhaupt nichts mehr zu tun gehabt hat. Aber die Leute haben das nicht durchblicken können.
Und dann hat sich der Nationalsozialismus katastrophal entwickelt. Wie 1936 die Olympiade in Deutschland war, hat er diese Entwicklung etwas abgemildert oder gestoppt, weil die Auslandspresse hat gegen Deutschland bereits sehr stark opponiert. Wie die Olympiade vorbei war, ist es krasser geworden. Man hat jüdische Geschäfte, bis jetzt hat man immer nur jüdische desavouiert oder den Leuten abgehalten in jüdischen Geschäften oder bei unliebsamen Bewohnern einzukaufen. Jetzt ist man hergegangen und hat jüdische Geschäfte ausgeplündert oder arisiert, wie man so sagt. Man hat den Menschen, die was Besitz gehabt haben, unter Zwang sie gezwungen, den Besitz abzugeben an gut verdiente deutsche Nationalsozialisten. Man hat den Menschen die Ehre und ihre wirtschaftlichen Systeme geraubt. Man kann sich das nicht vorstellen, aber das ist nicht das Maßgebliche allein gewesen, sondern so hat es begonnen. 1938 ist Hitler dann so größenwahnsinnig geworden, weil er hat ja auch Österreich schon mit nationalsozialistischen Ideen durch illegale Nazi unterminiert. Er hat dann Österreich ist in Österreich einmarschiert, ohne einen Schuss Gegenwehr. Und die österreichische Regierung hat gesagt, wir wollen kein Blut vergießen, Deutsche gegen Deutsche. Sie waren leider Gottes nicht gut informiert oder darüber, dass das Blut, was dann geflossen ist oder geflossen wäre, noch anschließend viel mehr werden wird. So hat es in Österreich dann angefangen. Man hat Menschen, die nicht dem Nationalsozialismus zugetan war oder gegen ihnen waren, verhaftet und hierher gebracht ins Konzentrationslager Dachau, Flossenbürg oder in ein anderes Lager noch. Ne? Hier hat man sie festgehalten. Juden hat man in dieser Zeit ausgeplündert schon. Anfang Sommer 1938 war Hitler schon großwahnsinnig und hat die Tschechoslowakei mit Reden und Abmachungen hingebracht, dass sie ins Sudetenland mit dem deutschen Militär einmarschieren dürfen. Leider Gottes ist Hitler hergegangen und hat nicht sein Wort gehalten, sondern hat gleich die ganze Tschechoslowakei besetzt und auch die tschechische Regierung abgesetzt und verhaftet. Und so ist es gegangen bis in den Jahren 1939. Also es ist die weiteren Folgenjahren katastrophale Schicksale gewesen, wo Hitler angefangen hat, Menschen nicht nur in den Lagern zu diskriminieren, sondern man hat sie auch in den Lagern liquidiert bereits. Es hat immer geheißen, auf der Flucht erschossen oder durch Herzschlag verstorben. Also beweisen konnte man nichts, aber er hat die Leute bereits 1938 und 1939 begonnen umzubringen, die nicht auf seiner Seite waren. Und so hat es immer wieder um sich gegriffen. Es war ja nur eine relativ kleine Gruppe dieser fanatischen Nazi,
die das gemacht haben. Weil das breite Volk hat ja nicht einmal eine Ahnung davon gehabt, wieso auf einmal der jüdische Wirt oder das jüdische Geschäft, der Kreisler oder das Kleidergeschäft verschwunden ist. Das ist erst in den Ende der 39er Jahre so richtig zum Bewusstsein und Vorschein gekommen. Damit habt ihr einmal eine Ahnung, wie sich das abgespielt hat. Und das hat er alles gemacht aufgrund desavouierenden Gesetze, die was gegen jede Art der Demokratie oder gegen jede Art der Menschlichkeit gerichtet ist. Die Auslandspresse hat berichtet darüber, aber war dagegen machtlos. So hat es begonnen. Und dann 1938 ist er hergegangen und hat über Nacht jüdische Bevölkerung, vor allem ältere, also die wehrfähigen Männer, mussten sich bei der Polizei melden. Mein Vater war auch Jude, der ist mit vielen anderen zur Polizei gegangen, sich gemeldet. Man hat sie alle eingesperrt wie Verbrecher in eine Zelle. Die Zellen waren jeweils dort, wo sie auf den Kommissariaten überfüllt. Meine Mutter hat mich dann geschickt zu fragen, wo mein Vater geblieben ist. Fragt die Nachbarn, Bekannten, weil der Vater ist nicht nach Hause gekommen. Ja, ich bin gegangen auf die Polizei fragen, ist mein Vater da? Keine Antwort. Wie heißt denn du? Finches. Ah, auf die haben wir schon gewartet. 2 Watschen und die hat mich genommen beim Knacken und hat mich gedrückt zu den Häftlings, wo die Häftlinge waren, und hat dabei gesungen, Halleluja, Halleluja. Also Gottlichkeit als Hohn, dass ich noch gekommen bin. Bin reingedrückt worden in den überfüllten Raum. Dann habe ich nach 2 Stunden meinen Vater drinnen gefunden, weil es konnte ja nur, die Leute konnten ja nur stehen wie die Haring. Es konnte ja keiner hockeln, es waren alle zusammengedrückt. Die 2 Zellen und der Vorraum, da waren, wo normalerweise für 2, 3 Personen ist, waren über 300 Leute drinnen. Ein ganzer Zug an Männern, die was dann nach Dachau abtransportiert wurden. Nach 2 Tagen ohne Essen, ohne Trinken, nur trinken konnte man im Waschraum und WC war auch noch zugänglich. Aber das war, bis einer zum WC oder zu einem Wasser gekommen ist, das war eine Drängerei durch die Massen, also es ist katastrophal gewesen. Die Menschen, die Erwachsenen wurden dann, hat es geheißen, alle raus am Hof, aufstellen in Reihe und Glied. Die wurden dann hinuntergeführt am Westbahnhof und wurden einwagoniert. Ich wusste ja nicht wohin und keine Ahnung gehabt. Ich habe nur gewusst, mein Vater war dabei. Mehr habe ich nicht gewusst. Mich hat man dann auf die Gestapo gebracht und auf der Gestapo hat mich der Gruppenleiter Ebner übernommen. Na, da bin ich mit seinen SS-Kameraden zusammengeschlagen worden. Auf einem Pinkel Bahner, Haut und Blut. Ich war nicht mehr bei Gedanken, bei Sinnen. Ich bin nur aufgewacht, wie mich dann Kameraden oder Leute hinaufgetragen haben in den Häftlingsraum, wo bereits einige Leute inhaftiert waren. Darunter waren auch 2 Ärzte darunter. Wie die Ärzte mich da gesehen haben, das ist nur Erklärung gewesen. Das hat man mir dann alles erzählt, weil ich war ja bewusstlos, habe davon ja selbst nichts mitbekommen. Die haben mich dann faktisch mit nassen Handtüchern behandelt
Blut abgewaschen und Blut gestillt und weiß ich was alles. Und so bin ich faktisch 5 Monate oder 6 Monate auf der Gestapo geblieben. Als 11-Jähriger, Als 11-Jähriger. als Znirchtel. Als Znirchtel. Und die haben mich nicht auslassen können. Man hat mich immer jede Woche einmal runtergebracht zum Standartenführer oder wem immer. Den können wir so nicht auslassen. Das letzte Mal war dann im Mai 39. Den schickt man nach Eisenerz. Arbeitsertüchtigungslager hat das geheißen. Der soll lernen arbeiten. Ich war damals 11 Jahre. Ich bin hingekommen auf den Erzberg hinauf mit den anderen Leuten. Die Schaufel war größer, mit dem Erz schwerer als ich als ein Ganzer. Also ich war nicht imstand, Erz in die Loren zu schmeißen. Habe nur immer größere Steine Erz hineingeworfen in die leeren Loren. Und die Bewachung war SA. Und während der SA-Mann gekommen ist und gesehen habe, ich tue nicht mit der Schaufel, hat er mir mit dem Querkolben an in die Rippen gegeben. Und so habe ich das 2, 3 Tage ausgehalten. Am 3. Tag war ich so erschöpft davon und so viel Schmerzen, dass ich gesagt habe, jetzt das halte ich nicht mehr aus, da muss ich schauen, dass ich abfahren tue. Weil das Lager war, oder der Erzberg war nicht eingezäumt. Aber die Stufen hinunter, das war ja alles schroff, Stein und so weiter. Aber ich habe es dann geschafft, unbeachtet zu entfliehen, auf die Backstraße zu kommen. Die Backstraße hat eine unheimliche Schräge gehabt und die zweite Seite von Abbau des Erzberges war wie eine Betonwand, also circa 2,5, 3 Meter hoch, und der Hintergrund war Wald. Aber man hat nicht hinauf können. Ich habe dann mit Ach und Krach eine Stelle gefunden, wo ich mich erklimmen konnte hinauf. Kaum war ich 2, 3 Meter in den Wald drin, ist das Signal erklungen. Es ist einer geflohen und das sind auch schon die Motorradfahrer von SA-Uniform mit den Motorrädern Backstraße hinauf und hinunter gefahren, mich suchen. Ich bin immer weiter in den Wald gegangen und habe immer versucht, die Straße zu beobachten und vor allem, dass ich nicht gesehen werde. Und immer tiefer in den Wald. So ist es gegangen einmal bis im Abend hinein. Dann am Abend war ich erschöpft, habe ich mich irgendwo, wenn so ein bisschen ein Häuferl, wo ich gefunden habe, Blätter oder Laub oder was, mich hingelegt und eingeschlafen. Ich habe nur das angehabt, mit dem, was ich bekleidet war, sonst normal zivil. Ich habe sehr gut geschlafen, aber in der Nacht hat es immer etwas geraschelt. Immer. Aber ich habe nie sehen können, was es ist, weil es finster war und so weiter. Und so ist es mir gelungen, 2 Tage, praktisch 3 Tage in den Wald, immer weiter hinein. Dann bin ich zu einem Bacherl gekommen, dort habe ich einmal das erste Wasser zum Trinken gehabt, wo ich mich einmal waschen konnte und ein bisschen putzen. Und dann habe ich wieder gerastet. Das ist ja kein normaler Wald gewesen, sondern wo eben war, sondern das war durch Felsen, wo Wald war. Also es war schwierig, das Gelände zu gehen auch. Also ich musste durchschlankeln, wie man so sagt. Über gewisse Dinge drüber steigen und so. Aber ich habe es dann geschafft bis zu einer Lichtung. Auf die Lichtung habe ich gesehen, das war ziemlich breit. Vorne in der unteren Teil war ein Einschichthaus, herum war Wiese, daneben war ein Äcker
und habe gesehen, es war etliche Sachen angebaut. Na, wie's gegen den Abend, wie es war, bin ich dann dorthin zu den Acker und habe mal rausgezogen die kleinen Karotteln. Dann hat es gegeben kleine Knosperln von Kohl oder Kraut. Na, die habe ich mal abbrechen können. Das war mein erstes Essen. Als Elfjähriger. Nach 3, also nach dem 4. Tag ungefähr. Also, ihr könnt euch nur vorstellen, das war der Anfang. So bin ich immer wieder weiter in den Wald. Ich habe natürlich, wo ich habe können, noch beobachten, straßenseitig irgendwas, Bewegungen, das ist klar. Und ich war dann wieder am Abend so erschöpft, da bin ich zu einem Hochstand gekommen und herunten bei dem Hochstand war eine Futtergrippe. In der Futtergrippe ist nur ein bisschen ein Heu drinnen gewesen. Ich war so erschöpft, dass ich mich in diese Futtergrippe hineingelegt habe. Ich habe gleich eingeschlafen. Ich bin dann aufgewacht worden oder aufgeweckt worden. Und zwar momentan mit einem Herz, wie sagt man, momentan ins Herzklopfen, weil ich habe nur Zähne gesehen und einen Schlecker. Ein Reh hat mich abgeschleckt, weil an mir, ich war verschwitzt und an mir hat das Viecherl gespürt, salzig vom Schweiß her. Hat mich aber angeschaut, ist aber nicht davongelaufen gleich, sondern ich bin nur fürchterlich erschreckt, weil ich habe nur die Zahndeln gesehen und den Schlecker. Und das Reh ist dann weggelaufen, also nicht gelaufen, sondern weggegangen. Ich bin dann runter von der Krippe und habe dann ein bisschen weiter geschaut, dass ich weiterkomme. Dann habe ich dann wieder ein kleines Bacherl irgendwo erwischt. Da habe ich wieder ein bisschen mich, wie man so schön sagt, waschen können und trinken. Und so ist es mir mit etlichen Sachen immer wieder gegangen, dass ich die ganzen Tage immer wieder weitergegangen bin. Ich habe insgesamt etwas über 5 Monate gebraucht, zu Fuß von Eisenerz, dass ich Wien erreicht habe. Als 10,5-Jähriger. Ja, das muss man sagen, wirklich, das war eine Katastrophe für mich. Wenn ich eine Brücke oder eine Ortschaft durchqueren musste ich immer warten. Das habe ich nur können in der Nacht nach 12, wo keine Bewachung mehr war und wo alles sehr ruhig war. Ne? Da habe ich mich können über ein Brückerl drüber laufen oder die kleinen Ortschaften, wo ich habe durch müssen, weil diese Ortschaften meistens waren in links und rechts, wenn man so schön sagt, Felsen oder irgendwas, was du nicht auskannst. Du hast müssen irgendwie schauen, dass du da durchkommst. Und das ist natürlich Aufenthalt gewesen. Darum habe ich ja überall so lange gebraucht. Aber Und wie haben Sie da sich orientieren können? Immer nach der Sonne nach, haben Sie gesagt? Ich habe meistens nach der Sonne und dann hier und da habe ich bei den Einschichtbauern, wo ich mich getraut habe zu fragen, mit den Schmäh, ich habe die Gruppe von den Ausflüglern verloren und wo ist die Straßen, wie geht es nach Wien oder in die Hauptstraßen und so weiter. Mit den Schmäh habe ich gearbeitet, weil sonst wäre ich ja aufgefallen. Ne? Und 2 Wochen bevor Sie in Wien waren, da haben Sie bei seinem alten Mutterlein auch durch einen Volksempfänger was gehört, ja, was da passiert. Das ist eine spezielle Sache gewesen. Das war 14 Tage bevor ich Wien erreicht habe. Im Wienerwald habe ich gesehen, Händelfarm. Und da hat der Besitzer gerade alles eingeladen in ein Auto und ist mit den Eiern weggefahren. Und ich habe mir gedacht, naja, wenn der wegfährt mit der Ware,
dann kann man schon riskieren zu der Frau rein. Ne? Und ich bin dann zu dieser Frau rein, zu der Bäuerin und habe gesagt, ich habe mich da wieder mit dem Schmäh, ich habe mich da verirrt und weiß ich was. Ich habe einen Hunger, es sei so gut, gib mir was zum Essen. Die hat mir wirklich einen festen Teller Suppen gegeben und dann Gemüse. Wirklich habe ich essen können. Und dann hat sie dort einen Volksempfänger gehabt, den hat sie auftrat und auf einmal ist es gekommen zu den so gesagten Nachrichten, das war gegen Mittag. Seit 6 Uhr schießen wir zurück, lassen uns das nicht mehr von den Bullen gefallen, wir werden sie jetzt dementsprechend fängt die Frau zum bitterlich Warnen an und sagt, jetzt hat der Hitler auch schon wieder einen Krieg angefangen. Jetzt haben wir nicht genug gehabt mit dem Ersten Weltkrieg, jetzt fängt er wieder an. Also, die hat bitterlich geweint, sage ich, Bayerin, hör zu. Ich hoffe, dass das jetzt durch die moderne Art nicht mehr so lang dauern wird oder es besser gehen wird. Reißt jetzt zusammen. Ich bin ja jetzt von den Nazis geflüchtet und so weiter. Na, und hab's beruhigt und sie hat mir dann etliches erklärt. Da war eine gute Stunde, bei der haben wir, wie man so sagt, ausgetauscht, die Gedanken. Und dann hat sie mir hergerichtet, ein richtiges Packerl für die Weiterreise von mir. Und hat mir das erklärt, geh ja nicht die Hauptstraßen und so weiter, sondern mehr und das gewisse Wege hat er erklärt. Na, ich bin jedenfalls, habe 14 Tage gebraucht noch, bis ich Wien, die Hauptstraße, die Einfahrt nach Wien erreicht habe. Und wie ich gesehen habe, die Einfahrten, die werden kontrolliert. Da steht Polizei und deutsches Militär. Und man denkt, na, da kannst du nicht, wo ich ja gleich auf, die haben ja alles kontrolliert, wer reingeht, wer rausfährt. Und die Leute, hat man gesehen, legitimieren nicht, die haben kontrolliert die Papiere und so weiter. Und dann bin ich wieder zurück in die Verdichtung und bin dann über Schrebergarteln und über Weingärten und so weiter dann doch in einen Bezirk hineingekommen. Und natürlich ist es Abend geworden oder schon spät. Aber ich war so müde, dass ich wollte irgendwo niederlegen oder schlafen. Jetzt war es nicht möglich. Aber ich bin dann in der Nacht weitergegangen. Und für mich war das die Orientierung in Wien etwas leichter, weil die Straßenbezeichnungen, die Tafeln, die runden waren um Wien und die eckigen waren Richtung Innenstadt. Jetzt habe ich mich noch die Tafeln richten können. Ich habe nicht einmal, dann habe ich gesehen, erst in welchem Bezirk das ich bin und so weiter. Und dann bin ich zu einem Park gekommen. Ich war so ermüdet, dass ich mich in dem Park, da waren etliche größere Gebüsche, da bin ich dann in so ein Gebüsch rein und habe mich irgendwo so ein bisschen erst niedergeguckt und da bin ich eingeschlafen. Da habe ich fest geschlafen. Und dann habe ich schon irgendwie gehört, Leute reden im Park oder so weiter, da bin ich auf und geschaut, dass ich aus dem Park weiterkomme. Und so bin ich bis hinuntergekommen in Richtung Gürtel. Aber ich musste immer schauen, die Straßen, dass ich ja nirgends angehe. Wenn ich gesehen habe, Polizei oder was, habe ich in ein Haustor rein gewartet, bis der vorbei ist oder irgendwie. Weil sonst, ich habe ja mit meinem Gewand garantiert nicht mehr sehr einladend ausgeschaut. Und so bin ich hineingekommen bis knapp vor dem Westbahnhof. Und da habe ich gesehen, beim Westbahnhof viele Soldaten, Militär,
zivil, eine richtige Versammlungsort. Aber dort bin ich nicht aufgefallen, da habe ich mich vorbeischleichen können und bin zur Wohnung meiner Eltern. Und wie ich zur Wohnung meiner Eltern komme, klopfe ich an. Macht eine Frau auf. Was willst du? Ich sag, die Mama, zur Mama. Die schleicht die Mama ist nicht mehr da, die Wohnung ist arisiert worden. Ich weiß nicht, wo deine Mutter ist. Das war die Frau von einem SS-Oberscharführer namens Heiduck. Also, schleichte. Das war die Antwort. Na, ich bin natürlich wieder angezogen, weil mit solchen Leuten kannst du nichts machen. Die lassen dich ja nicht rein und nichts, geben dir ja nichts. Also jetzt habe ich gesucht, meine Mutter. In der Umgebung, wo ich war, überall fast dasselbe Bild. Die Wohnung ist arisiert, es ist niemand mehr da, kann da keiner sagen, wo die Eltern meiner Freunde oder Bekannte sind. Na, so ist mir wieder gegangen, bis ich wieder dann in Auer-Welsbach-Park gekommen bin, in den Auer-Welsbach-Park im 14. Bezirk. Damals war es 14., heute ist das der 15. Bezirk. Habe ich mich irgendwo auch wieder in einer Ecke niederlassen können und habe geschlafen. Den nächsten Tag wieder weitersuchen. Ja, aber da bin ich dann in die innere Stadt gekommen, zur Gemeinde. Da habe ich gefragt, was mit der Mutter ist. Ich weiß nichts. Den Vater hat man ja seinerzeit weggeführt mit dem Transport. Nicht? Noch Dachau mit einem von den ersten Transporte. Ja, das ist natürlich, das habe ich erst dann erfahren in der Stadt drinnen. Und ich habe dann auch 2 Adressen gekriegt, habe die Mutter nicht gefunden, bin wieder zu der Dame gegangen auf der Gemeinde und die hat mir dann eine Adresse gegeben. Das war die Adresse in der Innenstadt noch, in der Predigergassen. Dort habe ich dann meine Mutter gefunden. Da waren 3 Familien, respektive 4 Familien in einem Zimmer. Aber die Mama hat mir gesagt, in der Nacht und untertags 3 bis 5 Mal am Tag kommt die Gestapo mich suchen. Das geht jetzt schon 5 Wochen und immer noch. Aber seit einer Woche sind sie nicht mehr gekommen, mich suchen. Aber ich kann mir das nicht einlassen. Wenn die wieder kommen, dann haben sie mich ja, weil ich bin ja angefahren von Eisenerz. Und wie das, Mama hat mir dann, ich glaube, 1 oder 2 Mark gegeben. Ich habe ja kein Geld, nichts gehabt. Die Mama hat ein Brot gehabt, das war schon alles rationiert. Also, aber ich habe immer wieder mit den Schmäh zu die Bäcker gegangen. Ich habe keine Marken. Verkaufen Sie mal ein Stück altes Brot oder alte Semmel. Ja, zahlen habe ich sie können, weil ich ein paar Pfennig gehabt habe. Ne? Und so bin ich im Prater gewesen. Im Prater habe ich dann eine junge Frau, also ich sage junge Frau, Mädchen, heute ist es ein Mädchen, damals war es für mich eine junge Frau, gesehen, die ist so wie ich. Wenn sie einen Wachmann sieht, ist der verschwunden. Also, aber das habe ich bemerkt und dann sind wir wieder zusammengekommen irgendwo wieder und da habe ich ihr gesagt, ja, was ist mit dir? Du versteckst dich ja vor der Polizei so wie ich. Was ist mit dir? Frag nicht viel. Also ich habe ihr dann ein bisschen gebeichtet, wie es mir gegangen ist. Sie hat natürlich mehr Erfahrungen gehabt. Ich habe aber gewusst zum Beispiel, dass ich
der Vater hat einen Freund gehabt bei der Lilliputbahn, einen Schlosser. Und da war ich in der Schlosserei bei denen war ich mit dem Vater einmal, wenn ich an einem Sonntag Lilliputbahn fahren und da haben wir den Schlosser besucht. Ne? Und da habe ich gewusst, wie damals das ausschaut. Und das habe ich mir gemerkt und da habe ich mir gedacht, na, zum Schlafen ist ja das Ideal. Die Schlüssel, was drauf war von der Werkstatt, war mit einem Schlafen aufgeschlagen bald. Da haben wir schlafen können. Dort haben wir auch etwas kochen können sogar oder wärmen. Weil es war alles dort, ein Strom, ein Elektrokocher war dort. Hier war dort, dass wir was Warmes an das uns anmachen können. Also es war ideal. Aber wir auffallen dürfen wir ja nicht. Und ich weiß ja nicht, wie der Mann ist. Es war der Freund von meinem Vater. Ob der nicht von den Nazis auch angeheuert wurde oder angehaucht schon ist. Habe ja alles nicht gewusst. Aber wir sind dann in Prater herumgezogen, wie man so sagt. Ich habe mich dann bei der Hochschaubahn hingestellt. Die deutschen Soldaten waren natürlich ganz erfreut. Die Hochschaubahn und die Wasserbahn dort, das war ja damals in 31 Jahren eine Errungenschaft, noch wirklich. Hab gebettelt, habt ihr nicht ein paar Pfennig für mich, ich möchte da gern mit den Schmäh, möchte da fahren. Komischerweise, die deutschen Soldaten, die jungen Buben in Uniform, die haben uns 10, 20 Pfennig gegeben, hier und da einer sogar 50 Pfennig einmal. Mit denen haben wir das Geld, wir sind da nicht gefahren. Aber wir haben das Geld gebraucht, weil ich bin jetzt zu den Fleischhauker gegangen, um die Anschnitte. Ne? Ein Packel mit einem halben, dreiviertel Kilo Anschnitte um 10 oder 20 Pfennig. Da haben wir zum Essen gehabt 1,5 Mahlzeiten. Dasselbe habe ich gemacht mit den Bäcker, immer wieder zu einem Becken gegangen. Ne? Jetzt habe ich schon gewisse Becken gehabt. Dabei habe ich feststellen müssen, so manche Becken waren sehr mürrisch. Da kannst du nicht mehr hingehen, weil das waren typische Nazi. Andere Becken, die was wieder waren menschlich eingestellt. Die haben uns immer wieder was gegeben. Nur ein bisschen was zahlen müssen dafür. Aber das hat ja, wo ich ein bisschen was, ein paar Pfennig gehabt habe, habe ich es ja machen können. Und das Mädchen hat mich dann mitgenommen am Naschmarkt. Zu den Großhändlern. Bei den Großhändlern sind wir mit einem LKW hinaufgeführt worden am Matzleinsdorfer Frachtenbahnhof. Die angekommenen Waggons mit Gemüse umladen auf LKW und das ist heruntergeführt worden am Naschmarkt. Und da haben wir natürlich was verdient dafür. Und das war für mich eine einmalige Sache, weil ich habe den immer gesagt, darf ich von, wenn es der Kohl oder Kohlrabi war oder was immer das war, ein paar Happeln haben, sagt er, ja, kannst du immer wieder was mitnehmen. Das habe ich der Mama gebracht. Die Mama hat uns das gekocht. Die hat ja nichts gehabt, oft nicht einmal ein Mehl, aber ein Salz. Es war gekocht, ein Kraut, ein Köch oder was immer, oder Wrucken zum Beispiel. Die habe ich ja damals nicht gekannt, das sind Rüben. Und das war etwas, wo man sagt, da haben wir uns auch essen können. Und natürlich, wenn ich ein Packerl mitgeschleppt habe, die Anschnitte von Fleisch oder von den Wurstsachen, die habe ich ja der Mama auch etwas gegeben. Die war ja froh, die hat das ja auch nicht gehabt. Die Juden haben ja damals auf die Lebensmittelkarten nur die halbe Ration bekommen, was die normalen Karten waren. Und die waren natürlich froh und glücklich, dass ich ihr auch mit ein paar Sachen immer wieder auch helfen konnte. Nun, so ist es gegangen, bis in Herbst.
Im Herbst ist dann natürlich ein paar kalte Tage gewesen. So hat sie, das Mädchen, die hat mir nie verraten, ihren Namen oder ihre Verwandtschaft, warum und wieso. Sagt sie, dem Moment, wo du etwas weißt und die erwischen dich, die prügeln sich so lang, bis du ihnen das sagst. Wenn du aber nichts weißt, dann kannst du nichts verraten. Na, jedenfalls, sie hat einen Bekannten gehabt im Theater, im 2. Bezirk, Ecke Komödiengasse und Praterstraße. Und in diesem Theater hat sie, ich weiß es nicht, Kulissenschieber gehabt, ob das Verwandte waren oder nur Bekannte, das habe ich auch nicht herausbekommen. Aber die haben uns immer wieder, wenn es kalt war, eine Türe offen lassen, so dass wir am Abend nach den Vorstellungen hinunter konnten in den Keller, wo die einen Aufenthaltsraum gehabt haben, die Kulissenschieber. Und da konnten wir schlafen. Wir haben es dort warm gehabt, wir haben einheizen können, wir haben uns auch was einen Tee machen können, also das war sehr wichtig, dass wir, und vor allem ein bisschen was zum Essen auch immer dort auch vorgefunden haben. Und so haben wir den Winter 39 auf 40, das war schon ziemlich ein harter Winter auch, überstauert. Im Frühjahr ist es leichter geworden, weil da haben wir wieder Arbeit bekommen bei den Großhändlern, Abräumen von Bahnhof, die angekommenen Waggons. Ne? Da haben wir wieder ein bisschen mehr Geld gehabt. Nicht? Wenn wir große Waggon gehabt haben, haben wir sogar 5 Mark gekriegt. Das war damals viel Geld, 5 Mark. Ne? Meistens haben wir nur 2 Mark gekriegt. Aber wenn größere Waggon waren, war es natürlich angenehmer für uns. Und vor allem, weil wir etwas mitbekommen haben, was ich der Mutter auch bringen können zum Kochen. Und die hat natürlich nicht alles verkocht, was gegangen ist. Und das ist nichts hingeworden. Und sie hat auch den Leuten, die was in dieser, ich sage heute Wohngemeinschaft, das war eine Zwangsgemeinschaft. Die hat es natürlich auch mitessen lassen können. Die haben ja auch nichts gehabt, denen ist es genauso gegangen, ne? Wie uns. Nur die halbe Ration und so weiter. Nur also, dann ist wieder der Sommer gekommen, da haben wir es etwas leichter gehabt. Das war 1940. Da ist es insofern besser gewesen, weil große Propaganda, aber in Wien war es ein bisschen ruhiger. Nicht so viel Kontrollen und quasi wie. Und da sind wir natürlich auch nicht so aufgefallen anscheinend. Ich habe dann ein anständiges Gewand gekriegt, dass ich nicht so auffalle, weil ich habe damals, wenn ich nach Wien gekommen bin zur Gemeinde, nur mehr Schuhe gehabt, das war das Oberleder, weil 5 Monate über Stein und Geröll zu gehen, das Schuhwerk war alles kaputt dann. Nicht, aber ich habe dann ein paar Schuhe bekommen, die was halbwegs noch gegangen sind. Und da ist es mir dann geglückt, irgendwie immer wieder bei Leuten unterzukommen oder irgendwo, die mit uns sympathisiert haben. Aber es war eine bittere Zeit, weil wir müssen sehr aufpassen. Sie waren ja wie ein U-Boot, kann man sagen, Ja. im Untergrund, immer versteckt, Ja. nie auffallen, weil sonst Nein. da werden sofort wieder verhaftet. Ja. Und da ist es mir passiert, am Weg zu meiner Mutter sind wir in die Waldzelle hinein.
Da hat meine Mutter schon in der Riemergasse wieder ein anderes Zimmer gehabt, weil die Wohnung dort in der Predigergasse hat man räumen müssen. Und in der Riemergasse das war im zweiten Stock, eine Wohnung mit 2 Zimmern und einer Küche und der Vorzimmer. Und in den Zimmern waren ebenfalls 4 Familien. Also, aber wir sind immer zur Mutter gekommen noch. Und eines Tages, wie wir zur Mutter kommen, war die Wollzeile, wie man so schön sagt, rein konnten wir, das haben wir nicht überrissen, dass die Schupper gestanden sind und niemanden herauslassen haben. Und jetzt haben wir gesehen, aha, da wird kontrolliert. Irgendwo rein in die Häuser waren alle abgesperrt. Die Geschäfte waren abgesperrt. Hat man keine Möglichkeit zum Verstecken mehr. Und wir sind heute ein Stückerl vorgegangen. Da war eine Stückerl verlängerte Gossen, wo, wie man sagt, ein Stückerl Sackgasse. Ne? Und da ist ein Schreibtisch gestanden und dort ist ein Polizeibeamter gestanden, ein Schupo mit dem sogenannten Fahndungsbuch, nicht? Und hat nachgeblättert, wie die Leute was hingetrieben wurden. Und man hat uns auch dorthin gebracht. Ich habe natürlich einen falschen Namen gesagt. Die hat angefangen zu lachen, gesagt, geh dazu, man kann nicht mehr. Sagen wir deinen richtigen Namen, weil wir kriegen ja Masse, weil sonst müssen wir die einsperren. Da habe ich dann den Namen gesagt. Sieht er auf einmal in den sogenannten Mandelkalender, haben die das ja genannt, das Fahndungsbuch, meinen Namen. Aha, du bist in Eisenerz palisiert. Ich muss dich überstellen an die Gestapo. Der andere, was neben ihm gestanden ist, hat mich schon genommen, hat mir eine Handschellen auf die Hand gegeben und hat die zweite an seine Hand, da sind immer wegrennen kann. Nun, man hat mich hineingeführt wieder zur Gestapo, wieder zu den Gruppenleiter, der was mich damals so katastrophal behandelt hat. Die hat mir nur 2 Watschen gegeben und hat gefragt, wo warst du? 2 Jahre lang. 2 Jahre untergetaucht. Nicht? Wir haben dich gesucht, du warst nicht, wie gesagt, im Broder irgendwo, immer wieder mit dem Schmäh gearbeitet. Ja, da war ich knapp 14 Jahre, noch nicht 14 Jahre. Du gehst morgen aufs Arbeitsamt Hermanngasse, meldest dich und nimmst eine Arbeit an. Immer noch Znirchtl. Ja, das war das typische Znirchtl. Ne? Und ich bin hingekommen, Arbeitsamt, vermittelt worden zu einem Pflasterermeister. Wie ich hinkomme zu dem Pflasterermeister, sagt er, du Znirchtl, was willst du denn beim Pflasterermeister? Du kannst ja die Steine nicht erheben. Du bist ja viel zu klein, zu schwach. Sag ich habe die Zuweisung gekriegt von der Gestapo, ich muss, weil sonst sperren sie mich wieder ein. Sagt er, dann werden wir es halt probieren mit dir. Aber am nächsten Tag hat er mich geschickt zu einer Pflasterpartie auf der Simmeringer Hauptstraße vor dem ersten Tor vom Zentralfriedhof. Dort war der Bauhitten, Möte dort bei der Bauhitten, dort ist der Master und 2 Küfen, da bist du dann der Dritte. Naja, ich habe mich gemeldet, sagt er, ich habe dort gearbeitet mit den kleinen Steinen, ist es gegangen. Dann sagt der Pflastermeister, gib mir die großen Steine, sage ich, den da hebe ich nicht. Nimm die Zangen. Habe ich ihm nicht erhoben. Sagt er, geh ein in die Firma, ich kann die da nicht brauchen, weil ich brauche auch die großen Steine.
Na, ich bin in die Firma wieder, der Master war ja ein Leihwander, ein typischer alter Wiener. Gesagt, na, das habe ich mir ja gedacht, dass du das nicht kannst. Du gehst den nächsten Tag auf die Kaiser-Ebersdorfer Straße runter, dort kannst du Kanäle machen, die kannst du alles, das ist leichtere Sachen, das kannst du. Bevor ich hingekommen bin zu der Baustelle, habe ich einen Mann gefragt, wer du angesprochen, weil er in der Arbeit, also Arbeitskluft war. Sagt, bin ich da richtig bei der Firma so und so. Der hat mir da Watschen gegeben und ich habe gesagt, pass auf, da für die Watschen revanchiere ich mich. Der hat nicht geglaubt, dass es einmal. Und ein paar Tage später sind wir eingeteilt worden in eine große Sickergrube. Da war oben ein ich bin mit einem Glommeral, Kiebe dran, auf einen Strickel hinunter. Jetzt haben wir unten müssen Eisding in die Kiebe reingeben, das alte Material, was sich abgesetzt hat, das ist aufgezogen worden wieder. Und so haben wir, na, und das ist gegangen einen halben Tag. Und der, was mir die Watschen gegeben hat, ist vorne am Spitz gestanden auf einem Pfosten. Ziemlich weit drinnen in den, wie sagt man, in der Senkgrube. Na, und ich habe einen Rucker gemacht an den Pfosten und den hat so schön noch rückwärts reingeschmissen in den Schlatz. Ich habe müssen lachen, aber ein Schrei von ihm, wie ein Wilder. Na, ich bin natürlich der rauf und habe das den Vorarbeiter gesagt. Die haben sich, wie ich das erzählt habe, die haben sich vor Lachen nicht den Bauch halten müssen. Dann ist er aufgekommen, ist auch wieder ganz dreckig. Sagt er, warum hat er das gemacht? Habe ich ihm gesagt, ja, weil vor ein paar Tagen hat er mir eine Watschen gegeben. Sagt er, dann regt er nicht auf, wenn er sich revanchiert hat. Nicht? Und so, ja, das dann beruhigt, die Situation. Und im Laufe dieser Zeit, dort wo man gearbeitet hat, ist es dann mein bester Freund geworden. Der hat gesehen, ich lasse mir nichts gefallen, aber ich auf der anderen Seite helfe ich auch, wenn es geht. Und wir haben das Glück gehabt, schon bei den so gesagten Gärtnereien vorbei zu sein. Die Gärtner haben nur eine Planken gehabt, hier und da ein Gitter. Wo ein Planken war, haben wir die ein oder zwei Brettern gelockert und da habe ich mir immer ein Gemüse geholt. Speziell, wenn ich zum Nachhause gehen. Und da haben wir ja doch ein Kraut, ein Kohl, Karotten und so Kleinigkeiten immer wieder, jeden Tag ein bisschen was. Weil verkaufen haben sie es nicht dürfen, die Gärtner. Sagen, wir dürfen es nicht verkaufen, wir müssen abliefern. Ne? Haben Sie da schon den Judenstern tragen müssen? Ja. Jetzt natürlich, die haben ja gesehen, als Zwangsarbeiter haben wir einen Judenstern gehabt. Also das waren die Gärtner waren keine, wie soll ich sagen, keine Nazi oder Fanatiker, sondern aber sie haben gesagt, holt er die Kleinigkeiten. Das sehen wir nicht. Ne? Und das war für uns eine große Hilfe. Und dann ist der November gekommen, ist es ziemlich kalt geworden. Und Anfang Dezember war ein ziemlich strenger Winter. 41. Und jetzt haben wir nicht die eingeschalteten Kanäle haben wir nicht betonieren können, weil das Glycerin, was beigemengt wurde für den Beton, dass er nicht bricht, hat nicht mehr abgebunden, weil es zu kalt war. Jetzt hat der Chef mich zurückschicken müssen ans Arbeitsamt. Er hat mich nicht halten dürfen ohne Arbeit.
bin ich zurückgekommen aufs Arbeitsamt. Es war saukalt immer wieder. Bin dann vermittelt worden wieder von den Arbeitsamt an die Wäscherei Habsburg, Werk 6 Haus in die Graumanngasse. Graumanngasse, das war, wie soll ich das erklären? In Hof wurden die Kohlentransporte gebracht von einem Pferdefuhrwerk, ausgeladen. Es war ein Feldbahngeleis dort und eine Lore. Wir mussten die Kohlen in die Lore einschaufeln und die Lore hineinschieben ins Kesselhaus. Im Kesselhaus wurde diese Lore aufgehoben mit einer Elektrowinde in eine Schütte hinein und zur Beheizung vom Kessel, dass die einen Dampf und ein warmes Wasser gehabt haben für die Wäscherei. Naja, es war saukalt, aber durch die Arbeit dort ist es gegangen, weil wir sind ja nicht zum Stehen gekommen. Und da habe ich ein paar Mal, die ersten paar Tage bin ich zu Fuß. Ich durfte nicht mit der Tramway fahren, es war verboten mit den Stern. Ich musste von der Innenstadt, weil ich hab bei der Mama schlafen können, schon zu Fuß gehen, von der Innenstadt bis zum Gürtel heraus. Also, dann habe ich mir ein Fahrrad zugelegt, was die erste Zeit verboten war, aber es wurde mir dann genehmigt. Und da hat mich immer bei der Brücke am Gürtel einer abgepasst und die hat mich gefragt, möchtest du einmal irgendwie eine Sabotage machen oder einen Widerstand leisten? So, nein, sage ich, mit was, ich kann ja nichts, ich habe ja nichts. Und so bin ich jeden Tag immer wieder von dem begrüßt worden in der Früh. Und dann hat er mir einmal eines Tages, das war April 42, Anfang April, hat er mir 4 Eierhandgranaten gegeben. Sagt er, die gibst du als erster hinein und dann mit in der letzten Lore. Und dann die Kohlen drüber. Dann hast du Zeit, dass du wegkommst. Na, ich habe das natürlich gemacht. Ich habe gewusst, es wird sich etwas rühren. Aber dass das so eine Riesensprengung geworden ist, auf das habe ich nicht gehofft und nicht geglaubt. Aber ich war über den Gürtel schon draußen am Heimweg. Hat einen Riesenschäberer gemacht, das Kesselhaus war in einer Wolke. Man hat das gesehen, hübsch weit, schwarze und weiße Wolke. Ich bin in Richtung zur Mutter nach Hause gefahren. Und wie ich einbieg von der Woldseile wieder in die Rimmelgasse, habe ich gesehen, vor dem Haus, das war der Hirschhof, hat der geheißen. Ne? Steht der Mercedes und vor dem Mercedes ein grauer Mann mit Ledermantel und Stabhut. Also das waren die typische Kennzeichnung der Gestapo-Beamten. Habe ich nicht mehr zur Mama fahren können, mich verabschieden, bin in den 2. Bezirk hinuntergefahren zu einem Freund von mir und habe gesagt, Kurtl, ich muss anfahren, weil wenn sie mich jetzt erwischen, bin ich fort. Fährst mit, ich fahre nach Ungarn, aber in der Zeit, wo ich gearbeitet habe, musste ich jede Woche 1-2 Mal einen Lehrgang machen beim RLB, Reichsluftschutzbund hat das geheißen. Da habe ich einen Ausweis gekriegt mit einer Fotografie und nach jedem Ding in Pleitegeierstempel drauf. Und das war mein einziger Ausweis. Und der war ohne Israel. Für mich wunderbar.
Haben Sie zu der Zeit schon gewusst, was da mit den Juden passiert, dass da schon so Lastwagen kommen, wo Gas eingeleitet wird, in der Transporte nach Osten? Ja, es hat sich durchgesprochen, etliches, dass schon Transporte gegangen sind nach Osten. Man hat nicht gewusst, dass es Auschwitz ist, man hat nur gewusst, für gewisse andere Lager, wo Vernichtung gemacht wird, aber es hat sich noch nicht ganz durchgesprochen, genau was. Nur, dass es gibt, nur nicht wo. Ja, aber ich habe es doch erfahren und jetzt habe ich gesagt, Kurtel, fährst mit nach Ungarn? Sagt er, ja, er fährt mit. Er hat auch seinen Ausweis gehabt, weil seine Mutter war eine Christin, sein Vater war ein Jude, aber er hat keinen Stern tragen müssen und so weiter, also er hat einen normalen Ausweis gehabt. Wir haben uns die Karten gekauft auf der Südbahn. Das hat geheißen, bis Ebenfurt, in Ebenfurt müssen wir umsteigen, auf die Raberbahn. Bevor wir am Perron gekommen sind, war wieder schwarze Uniform. Wir haben geglaubt, das ist die SS. Dabei waren das die Eisenbahner, die kontrolliert haben. Dann haben wir können einsteigen in den Zug. Im Zug sind wir wieder kontrolliert worden von den Gestapo-Beamten. Die hat das auch, ja, geht in Ordnung. Nach dem Umsteigen in Ebenfurt, das war so eine Art Schienenautobus, ein größerer oder wie. Heute gibt es fast diese Wege nicht mehr. Und da sind wir gleich wieder kontrolliert worden. Wo fährt es denn hin? Sage ich, nach Trafsburg. Da habe ich meinen Onkel, der holt uns an, weil da können wir ein paar Tage bleiben zur Erholung. Mit dem Schmäh. Na, da kannst du eine Station weiterfahren. Nicht? Und mit dem Schmäh. Aber wir haben uns nicht einlassen auf den Schmäh und sind auch in Trafsburg ausgestiegen. Und wie wir ausgestiegen sind, habe ich gesehen, wo die Leute weggehen, in Trafsburg, ein Schupo und wieder ein in Ledermantel. Sag ich, Kurtel, schau hin, dort können wir nicht balisieren. Der Zug ist weggefahren, auf der anderen Seite, am hinteren Zug war ein schräger so ein Schupfen hinauf und im Hintergrund hast du gesehen Gebüsch und Wald. Sag ich, Kurtel, das ist das Ideale, da fahren wir auf. Hinauf und schon hinein. Die ersten paar Meter ist ja schön gegangen und dann, wie wir ins Dichtstück gekommen sind, war es auf einmal so eng, gekratzt, also stachelig und so weiter. Und das ist unserer Frau entgegengekommen. Ein liebes Gesicht. Aber ich habe nicht geglaubt, dass das eine Frau ist. Ich habe geglaubt, das ist ein übernatürliches Wesen. Eine Frau, wenn ich sage 200 Kilo, ist es nicht übertrieben. Solche Tuteln. Ein liebes Gesicht, aber die ist gegangen. So, jetzt sind wir zusammengekommen, gerade auf der Stelle, wo es auch noch so eng war. Sagt, sie muss vorbei. Jetzt habe ich gesagt, wo kommen wir da zur Grenze? Wo haben wir? Sagt, so gerade 4. Da musst du aber aufpassen, auf der linken Seite sind die Arbeiter, da musst du schauen, rechts, wenn du gleich rauskommst, hast gleich 100 Meter nicht einmal, ist die Grenze. Aber es hat 3 Tage geregnet. Fürchterlich aufgeweicht alles, auch in Wald war alles ziemlich weich. Wir waren mit Tirol natürlich. Und ich habe das Glück gehabt, weil ich habe ja keine Schuhe mehr gehabt da. Die, was ich gekriegt habe, die sind auch schon hier gewesen. Und wie ich bei den Pflasterer war, hat er mir ein paar alte Gummistiefel geschenkt. Und diese Gummistiefel, die haben mich gerettet in dem Sinn, weil mit denen bin ich durch den Schlamm vom Acker durchgewartet. Kaum waren wir heraus am Acker, ich war so erschöpft, dass ich mich auf den Grenzstein gesetzt habe. Ich wollte mir ein Stückel Brot aus dem Rucksack nehmen. Haben wir gehört, ein Schrei. Und eine halbe Minute später, wie ich gesehen habe,
habe ich einen Schuss verspürt. Habe ich einen Strafschuss gehabt, ich habe gespürt, warm, Blut, 2 Löcher in Stiefel, habe gesagt, Kurtl, jetzt hast du Gas geben, jetzt müssen wir weiter, weil sonst schießen wir weiter. Dann haben sie die ganze Kraft zusammengenommen, die Radeln geschultert, auf die Straße hinauf, auf der ungarischen Seite. Wir waren auf der Straße komplett erschöpft. An uns war der Dreck alles. Wir haben uns abgepaddelt wie der Hund in die Fleh, aber wir haben uns doch auf die Radeln und hinein. Wie wir nach Ödenburg hineinkommen, kommen wir direkt auf einen Platz bei einer Kirche, neben einer Schule. Kein Wort Ungarisch. Ich frage Kinder dort, Jari Utsa, Jari. Die verstehen nicht, was ich meine. Frage einen älteren Herrn, weil ich habe mich nicht traut, Menschen dort viel fragen, weil ich gewusst habe, die Ungarn, wenn sie jemanden erwischen, die liefern aus. Und die, was ausgeliefert werden, die gingen alle auf Transport nach Polen. Also war ich da sehr vorsichtig. Jetzt habe ich den alten Herrn gefragt, der hat gut Deutsch kennen, der hat gleich gesagt, ja, die beiden, den kenne ich, ihre Verwandten. Der eine ist der Viehhandler, der Neufeld, der ist da. Und die Tante ist in der Kirchutzer. Da fährst du die Straße auf 4 und um die Ecken. Dort hat es ein kleines Geschäft im 3., 4. Haus. Das findest du gleich, der Papierhandlung. No? Wir sind hingekommen zu der Papierhandlung. Meine Cousine drinnen hat gerade Kinder bedient und Erwachsene. Das war angenehm. Wir haben uns dabei ein bisschen in den Hintergrund gehalten. Und dann habe ich mir zu erkennen gegeben. Es war eine Riesenfreude. Dann ist die Tante gekommen mit 2 Taschen für andere 3 Personen, also für meine Cousine, für meinen Cousin und für sich, die 3 Personen, das Essen für Mittag mitgebracht. Weil das haben sie normalerweise hinten im Geschäft verzehrt. Die hat gesagt, habt ihr einen Hunger? Ich sage, na sicher. Das Erste, was ich zu essen bekommen habe, war Ganselsuppe mit Matzesknödeln. Ich habe mich angegessen. So viel Matzesknödeln habe ich mein Leben noch nie gegessen gehabt wie damals. Wenn ich sage 15 oder 20 Mal, das können sogar noch mehr gewesen sein. Mein Freund hat sie über das Gansel gemacht und die Vorfahren. Den hat das wieder geschmeckt. Hat die dann gesagt, das spielt alles keine Rolle. Das wichtig ist, ihr habt euch einmal anessen können. Aber wie schaut es ja aus? Jetzt sagt mein Cousin, der ist ein paar Jahre jünger gewesen wie ich, aber der hat den Spitznamen der Papiererne gehabt. Der war groß und mager, wie ein Papier. Den hat es geschickt zur anderen Tante, um meinen anderen Cousin, der war bei den Hohenwed, Oberleutnant. Ne? Der ist gekommen und der hat uns dann mit zu einer anderen Familie im selben Haus, wo das Geschäft war, hinaufgeführt. Ein sehr liebes Ehepaar, ältere Leute, die haben mich gleich, der Mann hat mich gleich empfangen und gesagt, komm, du schaust da katastrophal auf, komm ins Boot. Die hat mich gleich ausgezogen und gesagt, stell dich in die Wanne rein, weil die hat gesehen, ich war vorhin noch.
Dann ist er gekommen mit einem Hemd, eine Unterhose, wie es früher die alten Herren gehabt haben, und unten mit Bandeln zum Zusammenmachen, zusammenbinden. Aber ich sage, ja, Karol, wichtiger als eine reine Unterhose. Dann hat er mir einen alten Anzug von ihm gebracht, der was ihm zu klein war. Der hat mir gepasst, wie nach Maß. Ein paar alte Schuhe. Na, ich war angezogen. Dann sind wir, der Kurtel, den ist es genauso ergangen, auch eingekleidet worden. Dann wurden wir zur anderen Tante gebracht und zum Onkel. Das war, die haben den ganzen Stock gehabt, oben den Stall, weil die haben Viehhandel gehabt und Pferdehandel und unten war die Stallungen und oben war die Wohnung. Ne? Da haben sie gehabt 4 oder 5 oder 6 Zimmer. Nicht? Und haben sie uns gleich in ein Zimmer verfrachtet, da kannst du bleiben. Nicht? Na, jedenfalls sind wir 8 Tage einmal in Ödenburg geblieben, in Schopron. Das war jetzt Sommer 42. Ja, das war nicht Sommer, das war April 42. Und dann hat er gesagt, er hat sich ja, mein Cousin, der Oberleutnant, hat die Leute zum Beispiel, was geflüchtet sind und die Ungarn nicht hereingelassen haben, sind auf der Grenze im Niemandsland gewandert. Der hat sie mit Essen versorgt, dass die Leute nicht verhungert. Und hat immer wieder 1 oder 2 mit dem Motorrad hereingeschmuggelt und irgendwo weitergebracht, dass man sie von dort weggebracht hätte. Weil die Deutschen, wenn sie nach Deutschland weitergegangen wären, wären sie nach Polen zur Vernichtung gekommen. Und das war für mich natürlich auch etwas, wo ich gesagt habe, na, das möchte ich auch gerade nicht, dass die Leute umkommen auch. Und da hat mein Cousin dann gesagt, nach einiger Zeit, ich muss euch nach Budapest führen, weil da sind wir aufgefallen. Man hat uns schon gesucht. Die Vorarlberger, mit denen wir gekommen sind, die hat er schon irgendwo verkommen lassen, weil aufgrund der Vorarlberger in Ungarn sind mir aufgefallen, weil jedes Fahrrad hat so wie bei uns hier die Moped Nummerntafel gehabt und wir haben ja keine Nummerntafel gehabt. Also sind wir aufgefallen. Also jedenfalls dann eines Tages hat er uns zusammengepackt, Karten, einen Schnellzug, das war der so gesagte internationale Zug, der Orient Express, der war komplett überfüllt. Wir konnten nur draußen am Gang stehen, 2,5 Stunden stehen, kein Wort reden. Na, das war für mich fürchterlich. Da ist gesagt, die Pappen halten uns stehen. Das war. Aber ich bin dann in der Hockerl gewesen und dann in Budapest sind wir zur Gemeinde gekommen, hat uns zu einem Dr. Gerl geführt. Dieser Dr. Gerl, ein alter, weißhaariger Mann, einmaliger Mann, leer, sagt, schau, wir können euch da nirgends verstecken. Ihr müsst euch bei der KEOK, das KEOK war die Fremdenpolizei, die Abkürzung, Külföldi Ellenőrző Országos Központ auf Ungarisch. Ne? Ich muss euch dorthin bringen und entweder, weil ihr seid ja jugendlich vielleicht, dass ihr freikommt oder irgendwas. Ne? Da jedenfalls, mir hat uns hingebracht.
Na, wir sind eingesperrt worden ins Schubhaus. Eingesperrt in einen Saal. Da waren ungefähr zwischen 60 und 100 Leute drin. Vom kleinen Tascheldieb bis zum Mörder. Alles durcheinander. Der so gesagte Kas, der kaiserliche Schließer, ne, hat uns gesagt, ihr könnt euch zu jedem freien Kabinett oder Liegestätte sind 2 Decken, ein Polster, natürlich, die waren nicht dort, der andere hat wieder einen ganzen Stoß gehabt. Jetzt müsst ihr es von den anderen wegnehmen, wo genug sind. Na, wie ich zu denen hinkomme und will mir die Decke wegnehmen und den Polster, hat er aufgerieben und hat auf mich hinhauen wollen. Ich war aber natürlich nicht feig und habe gesehen, wie die SS immer mit der Faust aufs Kinn schlagt, und zwar von unten. Und da haben wir gedacht, na, ich muss mich ja da wehren. Und habe mit der rechten Hand abgewehrt. Der hat geglaubt, mit der und mit der linken habe ich ihm auch so einen richtigen Kinnhaken gegeben. Den hat es an die Wand geschleudert. Das hat einen Pumperer gemacht. Und der ist zusammengegangen wie ein Sack. Und in den sitzen geblieben. Da waren sie immer noch das Nichtel. Ja, da war jetzt nicht. Und jedenfalls, die hat sich nicht mehr geredet, die haben mir meine 2 Decken genommen, meinen Polster. Und denselben Ding habe ich für meinen Freund auch nehmen wollen. Und da ist der andere gekommen. Der hat das nicht bemerkt, dass der jetzt da praktisch wie ein Sackel herunten sitzt und sich nicht rührt. Der hat auf meinen Freund aufgezeigt und auf mich. Und jetzt habe ich nicht gewusst, wie er auf mich hinhauen oder auf ihn. Und jetzt habe ich auch aufgezeigt, Gottigkeit, ich will ja gegen ihn. Hat er auf mich hinhauen wollen, ich habe abkennen und habe ihm genau so eine gegeben. Der ist flach nach rückwärts gefallen, das hat einen Pumperer gemacht und der ist liegen geblieben. Jetzt haben die anderen alle geschaut. Ich ist Nichtel. Schau dir. Klar. Hab den einen Kinnhaken gegeben und der fällt um und bleibt liegen. Das ist denen nicht eingegangen. Jetzt haben die Ungarn natürlich auf mich reden wollen. Ich habe kein Wort verstanden. Aber das hat sich dann beruhigt. Die sind liegen geblieben. Der ist dort 2 Stunden gewesen. Der andere auch circa 2 Stunden. Den haben sie dann angeschickt, dass er zu sich kommt. Und dann hat es geheißen, die haben den angefragt, was hast du mit denen gemacht, warum hast du so jagt? Was hast du von den Frischlingen haben wollen? Weil Frischling, also Gottigkeit, mir frisch eingelieferten. Ne? Der hat die Decken wegnehmen wollen und das haben wir nicht lassen. Ne? Und der hat, wie ich auf der Welt gekommen bin, das weiß ich heute nicht. So hat sich das unter die Ungarn herumgesprochen. Ne? Dann ist der Abend gewesen. Am Abend schäkeln mit Arsch, Eintopf natürlich. Ich komme hin, greife dann auf meinen Schäkel hin und will man wegnehmen. Und ich greife auf seine Hand und nimm das und den ganzen Schäkel drücke ihm aufs Gesicht. Aber so richtig. Das Ganze ist ja mal runtergegangen. Das hat natürlich der Aufseher gesehen. Die haben sich halten müssen vor Lachen. Der hat natürlich einen Wirbel gemacht. Der Aufseher hat den natürlich beruhigt. Du kannst ihn das jetzt nicht wegnehmen und was ich was.
Das habe ich alles nicht verstanden. Jedenfalls, der ist dann eingeschüchtert worden. Ich habe einen neuen Schäkel gekriegt. Mein Freund hatte dasselbe machen wollen, ein anderer. Habe ich gesagt, du tust das nicht, aber er hat gesagt, hat er abgelassen davon. Also haben wir unser Menage am Abend gehabt. Wir sind schlafen gegangen. Wir haben geschlafen wie die Rotzen. Jung, müde waren wir. Den ganzen Tag unterwegs oder frisch irgendwie, ist ja klar. In der Früh, wie wir aufgewacht wurden, habe ich nur gehört, eine Reederei. Kein Wort aber verstanden. Die Ungarner natürlich, Balawatsch, Balawatsch. Dann sind einige, die versucht haben, mit ein paar deutschen Worten zu uns kommen. Burschen, Gottigkeit, wieso seid ihr da hergekommen und so weiter, ausfragen. Habe ich gesagt, wir sind geflüchtet. Ne? Naja, dann haben sie das verstanden, die anderen. Und so hat sich das eingebürgert. Wir sind circa 14 Tage in dieser Situation geblieben. Dann hat mein Cousin es zustande gebracht, über das Ministerium, dass wir ins Waisenhaus überstellt werden. Weil er hat herausbekommen, mein Cousin schon gewusst, meine Mutter wollte nachkommen, ist verhaftet worden und nach Polen deportiert worden. Mein Vater war zu diesem Zeitpunkt in Frankreich. Der ist über Deutschland, über Italien nach Frankreich geflüchtet. Und er hat nur irgendwas erfahren, dass mein Vater in einem französischen Bataillon von Österreicher und Deutschen in den ersten Kriegstagen gegen Deutschland eingesetzt war und schwer verwundet wurde. Wieso, das hat er irgendwie über das Rote Kreuz rausgekriegt. Mehr habe ich damals nicht gewusst oder erfahren können. Jedenfalls uns hat man ins Waisenhaus gesteckt. Und zwar zu den Kleinen, der kleinen Gruppe. Das Essen war natürlich in dieser Gruppe wie die Kleinen. Ich war damals schon 14 Jahre. Ich habe einen Hunger gehabt, mein Freund genauso. Jetzt, was haben wir gemacht? Wir haben rebelliert. Aber der Professor oder der Aufseher von der Gruppe, der hat das als Stock Ungar. Der hat das nicht begriffen, dass wir einen Hunger haben. Jetzt sind wir in der Nacht das ganze Waisenhaus abgegangen. Die Tagesräume und alles, wo wir was in die Klauen von den anderen Kindern was gefunden haben, als Schokolade, ein Keksel oder eine halbe Semmel oder was, das haben wir natürlich gegessen. Nach einigen Tagen war nichts mehr zu finden, aber ein Riesenwirbel, weil die Kinder gesagt haben, das und das fehlt uns, das haben wir gehabt. Aber dann sind wir zum Direktor geführt worden, haben wir gesagt, ja, wir haben Hunger. Mit dem, was wir da kriegen, haben wir nicht genug, weil wir sind in der kleinen Gruppe und das ist genauso der Hunger wie in Deutschland. Na, er verspricht uns, weiß ich was. Aber in der Nacht sind wir wieder aufgestanden und sind hinuntergegangen ins Nebenhaus. Das hat dazugehört, da waren früher die Pfadfinder in einer Riesensäule. Alles für die Pfadfinder drinnen, was das Herz begehrt. Aber kein Stückchen Brot oder nichts zum Beißen. Ja, wir sind aber dann weitergezogen, ein bisschen weiter in den Keller nach rückwärts. Das war der Keller von Herrn Direktor. Und da sind runtergehangen Weintrauben,
ein Julai, das ist die Halbrohwurst, auf den Regalen ist gestanden, auch eingekochtes und herrlich alles, weiß ich was. Aber wir haben nur von der Julai, die haben wir ziemlich hergenommen, haben uns wieder niedergelegt. Dann in der Früh wurden wir wieder aufgeweckt. Wer war unten im Keller beim Direktor sein? Naja, natürlich die zwei Deutschen, zwei Buben. Na, jedenfalls wieder zum Direktor vorgeführt worden. Habe ich dem Direktor gesagt, Herr Direktor, mit der Julai, was ich da gegessen habe, konnte ich mich endlich einmal in den Waisenhaus richtig anessen. Bisher habe ich gehungert, genauso wie in Deutschland. Daraufhin hat er mir Watschen gegeben. So, daraufhin habe ich ihm gesagt, das ist alles, was Sie kennen. Das zeigt aber nicht keine gute Stimmung von Ihnen, einem Menschen zu helfen, der was in der Scheißgasse sitzt. Ihr werdet entlassen aus dem Waisenhaus. Sag ich, nichts Besseres können Sie uns machen. Weil da hungern, das habe ich nicht notwendig in einem Land, wo alles zum Haben ist, wo Milch und Honig fließt und alles frei ohne Magen ist und wie im tiefsten Frieden. Und da soll man hungern. Wir konnten dann zu dem Doktor, bei der Kassen, mir fällt er jetzt nicht ein, der Weißhaarige, wieder in die Gemeinde gegangen, Dr. Gerl, habe ihm das erzählt, sagt er, das ist eine Gemeinheit von dem Direktor. Nein. Aber ich kann euch etwas anderes, ich schicke euch jetzt in ein Lehrlingsheim an der Peripherie draußen, im 14. Bezirk, hat mir die Adresse aufgegeben. Ihr könnt dabei Nachmittag ein bisschen die Stadt anschauen gehen und dann am Abend draußen sein. Ne? Für mich war das erste Mal in Budapest frei. Na, wir sind natürlich in Budapest herumgestreucht. Was haben wir gesehen? Eine Straße nach der anderen, Innenstadt und so weiter. Kaufen haben wir eh nichts können. Weil die Sprache haben wir nicht können, Geld haben wir keins gehabt. Also wir sind dann circa um 10 Uhr hinausgekommen, weil wir haben uns ja nicht ausgekannt. Bis wir da rausgekommen sind, war es 10 Uhr in den Lehrlingsheim. Angeleitet. Der Verwalter dort, wow, 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 wow. Was, kein Wort verstanden. Habe ich ihm den Zettel gezeigt, hat uns zwei Betten gezeigt, Schlafzeug aus. In der kein Handtüchel, kein Zahnbürstel, kein Wasserglasel und Schlafen oder was überhaupt kein Red. Keine Ahnung, wie das dort geht. Wir haben geschlafen. In der Früh, wie die anderen aufgestanden sind, mit auch aufgestanden. Aufgewaschen, kein Handtüchel. Jetzt haben wir voneinander ein Handtüchel jeder genommen. Da hat es natürlich wieder ein paar Höhe gegeben. Die schreien natürlich, die Buben. Aber wir haben ja nichts gehabt. Wir haben nicht einmal, dann habe ich ein Glasl erwischt. Der hat gerade nach dem Zähneputzen das Glasl ausgewaschen. Ich habe auch Wasser genommen zum Trinken und kein Zahnbürstel auch nichts. War der Teufel wieder los. Haben wir wieder rein müssen zum Vormittag zum Dr. Gerl. Habe ich ihm das erzählt. Sagt er, naja, das ist eine Gemeinheit, dass er euch nichts gegeben hat oder nicht. Der war nicht vorbereitet, der kann kein Deutsch nicht, ein Stück Ungar. Dann hat er uns gegeben in ein Lehrlingsheim im 8. Bezirk. Da waren wir 4 Leute in einem Zimmer.
Der hat gut Deutsch können, der eine. Also ein gutes Zusammenleben mit denen, der hat uns das erklärt. Dann hat der Dr. Gerl hat uns dann ein Packerl zusammen machen lassen, wo wir Zahnbürste, Glasel, Ding, wie man sagt, Wäsche zum Wechseln gekriegt haben und Kleinigkeiten, was man halt braucht. Und dann hat er gesagt, jetzt tut ihr mal lasten, 2-3 Tage und kommt wieder herein. Dann schaue ich, dass ich, was willst du machen? Ich sage, ich möchte gern was lernen. Nicht? No, dann hat er mir bei einer sehr netten Familie einen Platz gefunden als Färber. Färberei, leichte Arbeit, bitte wunderbar. Gleich aufgenommen worden. Ich habe 2-3 Tage wunderbar gearbeitet, aber am 4. Tag hat er mich zugenommen, der Chef, und sagt, du, die Farben stimmen ja nicht. Das ist, die Nuancen passen nicht. Sag ich, das kann ich nicht unterscheiden. Das linke Auge ist bei mir noch kaputt, das haben wir auf der Gestapo so weit gehabt, dass ich fast blind war. Und mit der rechten sehe ich es zu wenig. Ich kann dich dann nicht brauchen, wenn du nicht unterscheiden kannst, die Nuancen, weil das ist ja bei der Färberei alles um und auf. Geh wieder zum Dr. Gerl. Wieder zum Dr. Gerl. Ich habe ihm das erzählt. Sagt er, na, was kannst du? Sag ich, Elektrotechnik, probier mal. Ja, in der Lazi Uzza ist ein Elektrotechniker, der ist knapp vor der Pensionierung. Seine Frau hat dort einen kleinen Laden, die tut Strümpfe repassieren. Das hat es damals gegeben, Seidenstrümpfe zu repassieren. Und hinten ist eine Werkstatt gewesen, Elektrofirma. Na, ich bin hingekommen zu der, die Leute waren sehr lieb. Sagt er, ja, ich nehme dich gerne, aber ich weiß nicht, wie lange meine Frau das noch machen will. Sie will in Pension gehen und dann muss ich die Werkstatt aufgeben, weil das weggeht. Na jedenfalls, ich habe angefangen, dort Elektrotechnik zu lernen, habe repariert, Kocher, Bügeleisen und so weiter. Und dann hat es geheißen, Hochantennen zu machen. Die Leute wollen am englischen BBC-Sender hören und da brauchen sie die Hochantennen. Na? Ich bin auf die Dächer herumgekraxelt wie ein Kotz. Von einer Seite zur anderen spannen und so weiter. Und dann hat es geheißen, leider, ich muss dann aufgeben. Aber in der Zwischenzeit, wenn ich ziemlich zeitlich fertig war mit der Arbeit, ich habe Heimweh gehabt nach der deutschen Sprache. Bin ich auf den Bahnhof, am Ostbahnhof gegangen und habe immer gesehen, wie die Urlauberzüge vom deutschen Heer durchgehen. Nicht? Und die machen in Budapest Station. Und da habe ich mit ein paar Soldaten immer wieder gesprochen. Wie geht's euch und so weiter. Wo seid ihr daheim und wo seid ihr stationiert und so weiter. Habt ihr da Geld? Ja, Geld haben wir genug. Aber wir dürfen ja nicht raus, wir können ja nichts kaufen. Da bin ich auf die Idee gekommen, Kohlbass, also Wurst, ein Speck, ein Salami kaufen, denen verkaufen. Da kann ich was verdienen, die haben was davon und ich habe was davon, weil ich ja dementsprechend mehr verlangen kann. Ja? Und das habe ich angefangen. Und mit denen, da habe ich eine Familie kennengelernt, 2 Söhne, einer Wienerin, dessen Vater ein Bankrotteur war, der wie sagt man,
ein Finanzunternehmen bankrott gemacht hat. Aber die Söhne haben das nationale Fotoservice in Budapest gemacht. Und die habe ich kennengelernt, das waren sehr nette Burschen. Und habe ihnen das erzählt, was ich da mache. Ich sage, da fragst du die Burschen, die Soldaten mehr aus. Wenn du das mehr ausfragst und uns sagst, können wir etwas machen. Na, ich habe jedenfalls das probiert. Welche Einheit bist, wo ist die Einheit, was ist eure Bewachung, was ist die Bewaffnung, wie viele schwere Geräte habt ihr, was habt ihr an schweren Geschützen, habt ihr Panzer oder was, bleibt ihr dort liegen oder seid ihr vorgesehen zum Verlegen. Na, das mit dem, was ich den Leuten abgenommen habe an Gedankengut, das habe ich natürlich denen weitergegeben. Mit dem Schmäh vor allem. Ja, nicht sicher, das geht nicht anders. Und dadurch habe ich erstens einmal was verdient. Ich konnte mich wieder anständig ankleiden, dass ich einmal was man kaufen konnte oder was zum Essen mehr dazu und so weiter, was auch sehr wichtig war für mich. Und noch dazu, weil ich ja auf diese Art und Weise das ehrlich verdient habe. Weil das, was ich verdient habe als Tannund, also als Lehrling, das war ja gering. Das waren ja glaube ich, 10 Bänke in der Woche. Das ist, ein Hilfsarbeiter hat damals 28 Bänke in der Woche verdient. Natürlich, ich als Lehrling mit 10 Bänke, ist ja klar. Und so ist es gegangen eine Zeit. Und dann hat es geheißen, es will mich jemand kennenlernen. Ich werde abgeholt und man bringt mich hin über Schleichwege. Einmal mit der Bahnstücke, dann mit dem Reiten, dann mit dem Motorrad gefahren, dann über Gebirgskette drüber zu Fuß, wieder mit dem Radl fahren. Und dann wurde ich in eine Höhle gebracht, also immer weiter die Reise. Na, ich hab dort, kann mich noch gut erinnern, es war ein wunderbarer Speck ein gutes Brot. Ich habe gegessen, ein Lackel Wein getrunken, habe mich niedergelegt, habe geschlafen. Dann habe ich irgendwie einen stechenden Blick verspürt. Irgendwie, ich habe mich umgedreht, aufgeschaut, steht 3, 4 Schritte vor mir, ein imposanter Mann. Ich stehe auf, der tut misst mich. Nein, ich war ja nicht besonders groß. Sagt, weißt du, wer Josef Brosch ist? So genau, ich habe keine Verwandtschaft mit ihm. Aber in einer typischen serbokroatischen Tonfall mit Wiener Dialekt. Also man hat rausgehört, er ist Serbe oder Kroate, nicht, aber er hat Wienerisch gesprochen. Aber von Tito hast du schon was gehört. Sag ich, ja, der sagt mir was, das ist für mich der ideale Mann, der gegen Hitler kämpft und arbeitet. Sagt er, das bin ich. Na, dann geht er auf mich zu, umarmt mich, wie wenn ich sein eigener Bub bin und drückt mir an sich. Da habe ich das erste Mal, seitdem dass ich aus dem Lager heraus war, wieder Liebe verspürt. Dass ein Mensch mir Halt und Liebe schenken will. Vergiss ich mein Leben nicht.
Dann haben wir geredet, wie ich das alles mache und das, wir haben das erzählt und erklärt. Sagt er, wunderbar machst du das und soll nur weitermachen. Ne? Aber ich soll ihm nur versprechen, wenn er mich ruft, dass ich kommen soll, weil dann braucht er mich sicher sehr dringend. Also da haben sie den Tito kennengelernt, obwohl er sie eigentlich anders vorgestellt hat. Ja. Und dann hat er gesagt, na, die bringen die wieder dort zurück, über dieselbe Route, wirst weitergereicht, dass du wieder in Budapest landest. Ne? Und so ist natürlich fast ein Jahr vergangen. Und dann hat es geheißen, im April, nein, ja, April 44. 44, da haben die Ungarn schon übernommen gehabt, die Pelkreuzler, die Regierung in Ungarn. Ne? Und die Deutschen sind auch schon eingerückt gewesen in Und Ungarn. ja. Und vor allem eines, Ungarn hat damals schon eingeführt gehabt, die Rationierung, nicht? Und so weiter. Also typisch auf Krieg umgestellt, alles gewesen schon. Und dort geheißen, sie brauchen mich, also eine Gruppe zusammengestellt. Ich habe die Leute alle nicht gekannt. Ich habe nur damals die so gesagten Zündschnüre mitgehabt in einen Rucksack und meine Sachen, was ich immer braucht habe, um mit den Leuten draußen am Land tauschen zu können. Dass es einer das gibt, was brauchen, die Nähzeug, Feuersteiner, Feuerzeug und weiß ich was alles, Zwirn und was alles, ne? Gummibandeln und was. Das habe ich alles mitgehabt für zum Tauschen, nicht? Weil zu dem Zeitpunkt habe ich ja von Land meistens einen Speck gekriegt, den was ich dann verkaufen habe können. Nicht? Also in der Stadt drin hat man mal wesentlich mehr zahlen müssen, dass ich es gekriegt habe. Aber man hat es gekriegt. Nicht? Und dann ist man oft wesentlich weniger geblieben. Nicht? Und da hat es geheißen, Einsatz, die Brücke in Subotica muss gesprengt werden, weil da geht der ganze Nachschub am Balkan noch von deutschen Militär durch. Und die Leute alles, wir waren 11 Leute, die haben alle jeder seine Sachen gemacht. Und die erste Freizündung ist schon gewesen, auf einmal eine Riesenschießerei, eine Riesenwirbel. Ich bin verkehrt durch die Brücken gerannt, wieso weiß ich nicht. Ich habe einen Bauchdurchschuss gekriegt und einen Splitter am Schädel. Ich bin irgendwo liegen geblieben, war benommen, nicht abwesend, aber benommen. Und nach einer Zeit hat mir einer gestoßen, ein SSler, und hat gesagt, der lebt ja noch, den schleppt man rein in die Ortskommandantur am Bahnhof und den verhören wir. Und so haben sie 2 Leute, also mich und noch einen, hineingeschleppt in die Ortskommandantur. Ich habe gesagt, ich bin herausgegangen zum Hamstern. Nicht? Habe ihnen gesagt, alles, was ich in den Rucksack habe, das ist alles das zum Tauschen für einen Speck und für eine Wurst. Sie haben es nicht gefressen, obwohl ich die deutschen Papiere gehabt habe und die ungarischen Papiere, dass ich in Ungarn faktisch in die Berufsschule gehe, die was Elektrotechnik mit den macht, das ein Studium ist mit Praktikum. Ne? Alles nachgewiesen, alles.
haben sie zweimal angerufen und dann hat es geheißen, wir bringen dich zum Verhör nach Budapest und zwar zur Gestapo. Die wollen dich haben. Die haben mich eingesetzt in einen offenen Kübelwagen, einen dreckigen Fettpflanzen gegeben über den Bauch, dass ich den Kübelwagen nicht blutig mache und dann ein altes Handtüchel über den Schädel, weil ja noch voll Blut war. Und fast 2 Stunden in einem offenen Kübelwagen war es auch kalt. Mir früher wieder ein Zauberer in den Kübelwagen, dann zum Verhör. Ich habe ihnen dasselbe gesagt. Bin dort gewesen, dass ich durchgerannt bin durch die Brücken, wie es angefangen hat. Eine Schießerei, ich weiß nicht was war. Ich wollte zu den Bauern noch führen, um eine Wurst und um einen Speck. Ne? Haben sie nicht geglaubt. Dann hat der eine, war bei den Verhör ein SS-Arzt dabei, der hat noch gesagt, schickt man ins Spital, die sollen ihn zusammenflicken, weil wenn er zurückkommt, vielleicht erzählt er uns mehr. Und die haben mich dann wirklich ins Uschokl-Spital in Budapest geschickt, zum Zusammenflicken, zusammengenäht. Da bin ich ein paar Tage gewesen in einer gesperrten Abteilung, weil das hier ist dort nicht möglich gewesen, obwohl ich es versucht habe. Aber dann haben sie mich wieder zurückgebracht. Aber das Einzige, was gut war, dort habe ich immer wieder einen wunderbaren Grießkoch gekriegt. Wirklich gut hergerichtet und ausreichend. Und dann beim zweiten Verhör wieder dasselbe. Da war ich allein mit dem SS-Arzt. Sag ich zu ihm, wie sind Sie zu den Verein gekommen? Gerade so. Sagt er, weil er jung und dumm war. Haben die damals gewusst, dass sie Jude sind? Nein. Ich bin auch nicht als Jude eingeliefert worden. Und dann hat es geheißen, den schicken wir raus nach Budakalas, der geht mit die Tanzworte. Ne? Und so bin ich in den so gesagten Judentanzport reingekommen, die was nach Auschwitz gegangen sind. In 3 Monaten 456.000 Juden, ungarische Juden, nach Auschwitz deportiert geworden sind. In 3 Monaten sind sie dabei gewesen. Ja. Ende April, Anfang Mai Ich bin 1944. Uns haben sie eingezwängt, also da war 3 Tage war ich da draußen, da haben wir in 3 Tagen nicht sehr viel zum Essen gekriegt, aber es hat geregnet. Da haben wir Unterstand in die alten Ringöfen gesucht. Aber da hat es gezogen wie in einem Vogelhäusl, das war nicht angenehm. Und in die fertigen Ziegeln wollte ich mich verstecken, aber ich habe nichts gehabt zum Überdecken, dass man abdeckt und nichts zu finden, das was man, und wenn man auch die Ziegeln so schlichtet, es war unmöglich, dass ich das zubringe. Und wenn du das nicht zubringst, fällst du auf, wenn du irgendwo in so einem Stoß drin bist. Also es ist mir nicht geglückt. Und dort aus dem Lager zu fliehen, habe ich versucht. Es ist keine Möglichkeit gewesen. Es war so zerniert, so bewacht. Und zwar, das war von den Ungarn sogar bewacht. Haben Sie da gewusst, was da jetzt auf Sie zukommen wird? Nein, keine Ahnung gehabt. Und dann hat es geheißen, auf die Nacht, alle auf die Rampen. Da ist ein Zug da gewesen, lauter Lastwagen. Da sind Frauen mit Kindern, Säuglingen, größere Kinder, alte Männer, alte Frauen, alles wie es waren, hineingedrückt, geht rein, rein, rein.
In einem Waggon, wo normal 50 Leute waren wir ca. 150, 180 Leute drinnen. Das kann sich keiner vorstellen. Wie die Herren hineingezwängt sind wir worden. Das Tier ist zugeschoben worden. Vorgetäuscht haben sie uns nur beim Eingang ein Kandel Wasser mit einem Kiebel drin separat. Dass die Leute geglaubt haben. Aber wie das zu war, das war momentan gleich eine katastrophale Luft. Das hat zum Stinken schon angefangen, gleich nach ein paar Minuten. Weil die Öffnungen waren ja relativ klein mit der Entlüftung. Das hat sich ja keiner vorstellen können. Und dann ist der Waggon, der ganze Zug losgefahren. Nach einer circa halben Stunde. Er ist relativ langsam gefahren und dann sind wir irgendwo wieder gestanden. Auf einmal, ich dürfte im Stehen geschlafen haben. Und dann sind wir wieder irgendwo in der Sonne gestanden. Der Waggon hat angefangen zum Dunsten, zum Schwitzen. Es war katastrophal. Der Gestank hat sich gehoben. Die ersten Leute sind zusammengefallen. Die Kinder, die kleinen Kinder und die Säuglinge, die haben geschrien. Also, man kann sich das gar nicht vorstellen, wie das eine Katastrophe war. Klo gehen war nicht möglich. Die Leute haben sich angemacht, sogar angeschissen. Die ersten 2 Tage, also keiner anders machen können, nichts. Das ist an einer Pik. Das ist dann gleich nach der zweiten Nacht haben wir schon die ersten Toten gehabt. Alte Leute sind zusammengebrochen und waren weg. Die sind an der Seite hingelegt worden, halb vor die Tür oder halb an der Seite. Dadurch konnten die Leute etwas mehr stehen oder Luft haben, wenn die gelegen sind, die Toten. Ne? War eine Katastrophe. Essen, trinken. Wir haben ich habe durch Zufall ein kleines Standel, einen Kieselstein in meiner Tasche gehabt, den habe ich irgendwo einmal aufgenommen. Den habe ich mir in den Mund genommen, gleich den ersten Tag. Und dadurch habe ich den Durst praktisch unterdrückt, durch den Kieselstein. Und das ist eine Katastrophe gewesen. Und so sind wir ca. 6 oder 7 Tage, das weiß ich heute nicht mehr genau, waren 6 Tage, waren 7 Tage. Der Zug ist gefahren und der Tag in der Sonne stehen geblieben, das war eine Katastrophe, die Sonne. Ja, das war wie ein Backofen. Dann ist er wieder in der Nacht wieder mal gefahren, wenn wir ein bisschen gefahren sind, hat das durchgezogen, da haben wir wenigstens ein bisschen Frischluft gekriegt. Und so sind wir, war es der 6. oder 7. Tag, weiß ich nicht mehr, ist der Zug stehen geblieben. Dann sind die Tieren aufgeschoben worden. Und es geheißen, alles raus, raus, raus. War nicht mehr die Hälfte der Menschen, was noch gelebt haben in den Waggon. Da waren Frauen mit Säuglingen waren tot, wo oft nur die Säuglinge tot, die Mütter waren noch lebendig und so weiter. Ein Chaos, das kann sich keiner vorstellen. Haben Sie da gewusst, wo es jetzt da sein? Nein, wir haben nur geahnt und dann sind Leute gekommen in der Häftlingsuniform,
Das war einer, den was ich gefragt habe, das war ein junger Doktor. Die hat gesagt, ihr seid in Auschwitz bei der Selektion, wenn sie sagt, geh gerade, weil sonst, wenn du buglert gehst oder was und der sich das nicht gerade gehst und nicht arbeitsfähig bist, gehst ins Gas. Also, Da haben sie den Duft. dann wir haben geglaubt, wenn er die Türen aufmacht, wir kommen an die frische Luft. Dabei haben wir rosa-rote Wolken gesehen, Rauchwolken, rosa, eine Luft, die nach verbranntem Fleisch gerochen hat. Ein fürchterlicher Gestank. Das kann sich keiner vorstellen, momentan die Luft, was wir dort momentan gehabt haben, wo ich glaubt habe, als eine frische Luft. Manche Leute sind, wie sie auch rausgekommen sind aus dem Waggon, wieder zusammengebrochen oder zusammengefallen. Man hat einer geholfen, wieder aufstehen und so weiter. Aber es hat noch etliche Tote gegeben am Perron damals, wie sie zusammengebrochen sind und weg waren. So, von den Waggonen war die Hälfte der Menschen damals garantiert tot. Bevor sie überhaupt nach Auschwitz gekommen sind. Das war in Auschwitz, in Birkenau. Ja. In Auschwitz-Birkenau. Richtig. Aber ich meine, bevor sie überhaupt nach Auschwitz gekommen sind, waren schon die Hälfte von den. Ja, ungefähr die Hälfte im Waggon gestorben. Verreckt, wie man sagt, erstickt. Viele, die mit dem Herz haben das nicht ausgehalten, vor allem die ältere Generation. Ne? Und dann die Selektion. Und dann ist die Selektion gekommen. Bei der Selektion hat es geheißen, die Frauen alle gleich nach rechts. Die, was arbeitsfähig waren, ein bisschen. Also ich habe die Maßen gehabt, die er gesagt hat, dass ich gerade gehe. Und mit zusammengerissen bin ich nach links in den Löwengang gekommen. Obwohl sie den Bauchdurchschuss gehabt haben, den doppelten. Weil ich habe mir vorher gefragt, erst du habt ihr da irgendwo was? Ich habe Schmerzen mit nachher. Ich bin ja nur zusammengenäht worden, das ist ja praktisch alles noch offen. Ne? Sagt er, wir haben da gar nichts rein, nimm die zusammen, weil sonst schaut, dass du irgendwo von irgendwem da ein Stückchen Fetzen kriegst, dass du drauflegst unter der Hosen, dass das nicht durchschaut oder was. Also, es war. Und dann sind wir von dem ganzen Zug, ist vielleicht ein Viertel nur mehr in Löwengang gekommen, die was arbeitsfähig waren. Ungefähr mehr als ein Drittel, was tot waren durch den Transport. Und die, was anderes, was gleich abgesondert gewesen sind, die haben wir nicht mehr gesehen, die sind nach rechts gekommen, gleich. Also die hast du dann nicht mehr gesehen. Männer haben um ihre Frauen geschrien und umgekehrt Kinder, die was durchgemacht haben um die Mütter oder um den Vater. Solche Sachen kann man nie mehr vergessen. Und dann sind wir in den Löwengang, haben wir warten müssen. Da habe ich mich niedergesetzt oder niedergehockert. Ist ein SSler gekommen mit einem Prügel, hat uns niederprügelt. Aufsteh, ihr könnt da nicht niedersetzen und so weiter. Wir haben kaum stehen können, aber die Leute haben uns aufgeprügelt. Und dann sind wir nach rückwärts geführt worden, bei den sogenannten Lagern vorbei, auf der hinteren Straße. Da war Lager B, C, D und E sind wir vorbeigeführt worden. Da hat es dann ausgeschaut wie ein kleines Gattel, ein Tier aufgemacht worden. Da geht es rein, es zieht sich drinnen in der Halle aus
und dann alle raus. Dann sind wir geschoren worden, oben und unten, mit einem Fetzen von Petroleum ist uns über den Schädel gefahren und über den ganzen Körper. Ne? Und dann hat es geheißen, die, was schon geschoren sind, hinein wieder, gehen wir hinein. Die können duschen gehen. Und dann sind wir reingetrieben worden in die Dusche. Eine kalte Dusche, kaltes Wasser. Aber an uns hat ja alles gepickt, der Dreck ist, die Scheiße ist ja an uns gepickt, noch wie wir sie angemacht haben, aber nicht nur bei einer, fast bei jeder. Ne? Dann haben wir ein Stück Riffsaft gekriegt, jeder zweite. Und dann hat es geheißen, einer soll den anderen anwaschen und so weiter. Jetzt natürlich, wir haben versucht, einen anderen waschen, wo es gegangen ist. Und durch das kalte Wasser sind manche wieder ein bisschen zusammengegangen, zu sich richtig gekommen und wieder, wie sagt man schnell, Aufgewacht wieder ein bisschen, ja, wieder zu einer gekommen. ja, zu sich gekommen. Dann sind wir ausgetrieben worden. Nichts zum Abdrücken gewesen, aber die Tische sind gewesen auf der rechten Seite. Da hat uns so eine Käppi, ein Hemd, eine Hosen, ein Jankerl und Holzbandinen. Jetzt haben wir versucht anzuziehen. Ich habe ein Hemd gekriegt, das was mir so groß war für einen Wamperten. Versucht tauschen, dasselbe ist mit der Hosen und mit dem Jankerl gewesen. Der Capo hat natürlich gesagt, das weiter ist und so weiter. Also es ist, bis wir eingekleidet waren, dass wir halbwegs jeder eine Häftlingsuniform gehabt hat. Ich habe meistens eine größere gehabt, weil ich war ja nicht so groß. Ich war ja noch immer ein Knichtel. Ne? Und dann sind wir geführt worden ins Lager E. Wieder von dort zurück in den großen Gang ins Lager E, in eine Baracke. In der Mitte von den Lager waren links und rechts Baracken. Auf der rechten Seite war damals das so gesagte Familienlager. In diesem Familienlager waren überwiegend nicht nur Zigeuner, sondern auch deutsche Familien drinnen. Ne? Auf der linken Seite hat man überwiegend die ungarischen Juden reingegeben. Und natürlich, die Deutschen, die haben natürlich gesehen, die Ungarn haben das nicht verstanden. Jetzt habe ich oft das übersetzt. Und in dem Block, wo ich reingekommen bin, in der Mitte vom Lager, hat der Capo gesagt, mach du einen Dolmetscher und wir halten die bei dir, bei uns. Nicht? Jetzt habe ich natürlich den Ungarn immer übersetzt, was sie haben wollen, beim Antreten und weiß ich, was immer wieder war. Und dann haben wir gekriegt, 10 Mann eine Schnitte Brot. Aber wenn das ein Brot gewesen war, waren wir ja glücklich gewesen. Aber in dem Brot war von der Kleiben, ein Hafer, ein Stroh, alles Mögliche. Das Wenigste, was da in dem Brot drin war, war ein Mehl. Kaum zum Schneiden gewesen. Also das kann sich keiner vorstellen. Und dann haben wir bekommen eine Bunkersuppe. Einen halben Liter Bunkersuppe. Da sind oben nur die Flankerl geschwommen. Vom Dörrgemüse. Das war nicht einmal gekocht. Aber ein lauwarmes Wasser. Aber wir haben ja einen Dusch gehabt, das erste. Dann habe ich den Capo gefragt, was ist, wo ist ein Passedo oder was? Sagt er, vorn. Aber geh nicht vier, weil sonst, wenn sie dich erwischen, wirst du niederbrillt. Aber ich habe es trotzdem probiert. Die Querifierige zur Teeküche, was vorne war für die Capo, hat mich einer erwischt und niederbrillt. Sag ich, geh, was brillst du mich? Ich habe einen Durst, ich will
Nachdem der aber gemerkt hat, ich bin ein Deutscher und ich rede mit ihm Deutsch, es war ein Deutscher, hat er mich wenigstens damals ein bisschen was trinken lassen. Das war das erste Wasser, wo ich habe im Lager noch ein bisschen Wasser trinken können. Also, kann sich keiner vorstellen. Sie sind ja in Block E gekommen. Nein, das Lager Lager E, danke. Da haben Sie ja vorher keine Tätowierung gekriegt. Nein, unser Lager ist nicht mehr tätowiert worden, weil das Lager war allgemein vermutlich vorgesehen worden zur Vernichtung, zum wie man sagt, Entsorgung, Gas. Und nach einigen Tagen ich habe das Glück gehabt, dass der Kapo, weil ich immer gemacht habe, einen Dolmetscher, hat mir hier und da verschafft, ein Sonderkommando, Dorfstechen, sind wir ausgesucht worden, ein paar Leute. Und da habe ich immer wieder einen Dolmetscher gemacht. Ist ein alter SSler mit uns gewandert, aus dem Lager weiter vorne war Sumpfgebiet und Dorfgegend, und da haben wir Dorf stechen müssen, weil die haben ja das Dorf zum Trocknen aufgestellt, dass sie den Dorf zum Herzen gehabt haben. Und die haben ja mit den Katz, die SS, in den Baracken von einer. Nicht? Und wir haben ja nichts Katz, wir haben ja nichts zum Herzen gehabt. Und unsere Baracken waren ehemalige Stallungen aus der K&K-Zeit, von der Kavallerie oder was damals war. Ne? Wie hat denn das mit dem Schlafen ausgeschaut? Das Schlafen war eine Katastrophe. Der Boden war zum Teil noch halb betoniert oder halb, nur ein paar Stücke Bretter noch, also saukalt. Wir sind gelegen, keine Decken, nichts. Wenn da 2 oder 3 Decken gewesen sind, dann sind natürlich alle auf der Decke nur gelegen. Zum Decken haben wir überhaupt nichts gehabt. Untertags war die Sonne, die hat aufs Lager und auf die Baracken gebrannt, da war es relativ warm, aber die Nächte waren bitterkalt. Also. Und dann haben Sie dann mitgekriegt, einmal, wie das Familienlager geräumt geworden ist. Und eines Nachts war natürlich klar, war da ein Riesenwirbel, bin ich auf und wollte rausschauen. Und der Kapo gesagt, geh weg von Tirl, weil wir dürfen niemand hinlassen, dass da wer zuschaut. Und da habe ich gesehen, wie die SS die Leute zusammen niederprügelt und auf die LKW aufgetreibt, aber die haben es niederprügelt, wie einen Sack aufgehauen, halb bewusstlos und so weiter. Die sind alle, die LKW hat man dann gehört, die sind nicht weit gefahren, die sind bis zum Krematorium gefahren, respektive bis zum Gaskammer. Und dort haben sie anscheinend die Leute reingetrieben. Und da hat man von nichts mehr gehört und nichts mehr gesehen. Hat man über das gesprochen, dass da die Leute Ja, ins Gas geschickt haben? Die Kapo haben ja gewusst, was Geschichte. Nicht? Die haben uns ja erzählt. Nicht? Und dann hat es immer geheißen, der Kapo zu mir, schau, dass du dich verstecken kannst, ich weiß nicht, wo dieser Transport hingeht von euch. Na, jetzt es ist keine Möglichkeit gewesen, im Lager sich zu verstecken. Aber es waren links und rechts in der Baracke die alten gemauerten Öfen. Nur eins war, die Dirlen waren etwas größer als die normalen Holzdirlen. Weil die haben für die Pferdestallungen damals mit Scheiterholz geheizt. Weil die Stallungen sind ja auch im Winter gebraucht worden, wo es bitterkalt war dort in der Gegend, Auschwitz. Im Winter hat es dort Minusgrade gehabt, bis 20 Grad.
Und natürlich für die Pferde war das ja wichtig, dass nicht in den Stallungen so frieren. Nicht? Und dadurch habe ich jetzt diese Ofen einmal besichtigt, die zwei, und habe versucht, einmal reinkriechen. Ich bin halber reingekommen, aber habe es nicht ausgehalten. Dann habe ich ihm gesagt, er soll mal probieren, mich halten und dass ich verkehrt reinkomme. Und wie ich gesehen habe, ich kann rein verkehrt, habe ich gesagt zu meinem Freund, du, das geht sich aus, ich stecke die auch in den zweiten Ofen rein. Und das war unser Glück. An den Abend hat er gesagt, schau, dass du das mal verstecken kannst. Ich weiß nicht, heute geht unser der Transport weg. Na, die haben einen Freund eingesteckt und ein paar haben mir noch geholfen, verkehrt, also mit den Füßen in den Ofen reinzukommen. Und dann, ich habe das Tier hat 2 Löcher gehabt und ich habe bei den Tieren zugemacht und das Hagel ist eingeschnappt. Ich habe nicht mehr aufmachen können und es war niemand da, den was ich hätte schreien können, ja, soll noch einmal aufmachen. Ich bin in den Ofen drinnen bewusstlos geworden. Es war eng und ich weiß nicht, wie lange ich drin gelegen bin. Nach einiger Zeit oder einigen Tagen, glaube ich, war das, und ein ungarischer Transport gekommen mit Juden aus Ungarn wieder. Und da war einer Neukrieg dabei, hat das Tier aufgemacht und durch die Frischluft und den Schrei, was der gemacht hat, bin ich zu mir gekommen. Weil der hat ja nur die Glotzen gesehen, den glotzerten Schädel. Ne? Und ich bin zu mir gekommen. Natürlich, wie ich mich gerührt habe, ein bisschen, der hat einen Schrei gemacht. Der hat auf Ungarisch dort weitergeschrien und denen das erklärt. Na, ich bin natürlich rausgekrochen, raus habe ich dann können. Ne? Habe meinen Freund rausgeholt aus dem zweiten Ofen. Wir waren die einzigen, die diese Art bisher nutzen konnten. Es hat bisher keiner überlebt, der sagen konnte, er hat auf diese Art und Weise einen Transport, was ins Gas gegangen ist, überlebt. Weil alle anderen von da sein. Und alle vernichtet gewesen. Wie lange waren Sie da vorne im Ofen drinnen? Das weiß ich nicht mehr. Das ist bis heute für mich ein Rätsel. War es ein Tag, war es 3 Tage? Das hat mir ja keiner sagen können, wie lange ich drin war. Und die Kapo, die haben das nicht gewusst, weil die haben das ja nicht gesehen. Die haben erst gesehen, wie ich wieder mit Bayern gemeldet habe und mein Blog das nein. Die haben dann wieder das schaukeln müssen, weil beim Appell ist er gekommen, da abziehen die Leute. Ne? Und das müssen wieder stimmen. Wie waren das immer? Haben Sie täglich im Appell stehen müssen? Ja. Wie lang war das oft? Oft stundenlang. In der Früh und auf die Nacht. Ob es kalt war oder ob es heiß war, das hat keine Rolle gespielt. Das war eine Katastrophe oft. Und arbeiten, was haben Sie dann machen müssen, die 3-4 Monate, wo Sie in Auschwitz waren? In Auschwitz habe ich, nur wo ich da bei den Sonderkommando war, bei den Dorfstechen, da habe ich wenigstens eine Maßen gehabt, weil da haben wir einen alten SSler gehabt zur Bewachung und der hat auf uns geschaut, der hat geschaut, dass wir eine Schnitte Brot kriegen, als separat, und so ein Becher voll, so ein halber Liter Bunkersuppe. Da habe ich gewusst, das war Flüssigkeit. Das war für uns wichtig. Und wie haben Sie mit dem umgehen können, dass du gesehen haben, da werden Leute vergast und da geht der Schornstein auf? Wie sind Sie mit dem vor allem im Kopf umgegangen? Das hast du nicht so früh sehen können, weil das war ungefähr Luftlinie
300, 400 Meter entfernt. Das ist ja nicht so, wie das da mal siehst und siehst das nächste Haus an. Das war dazwischen immer 100 Meter irgendwo ein Stück Wald oder Pflanzen, also Baum oder was, dass das nicht sichtbar war. Ja, die haben ja das so angelegt, dass die Leute das nicht sofort überrissen. Ne? Und sie haben es deswegen ein bisschen leichter gehabt, weil sie den Dolmetscher gemacht haben vom Kappa, was der Kappa gesagt hat, weil sie Ungarisch konnten haben, haben sie für die ganzen ungarischen Juden, was da eben in Massen da. Das war ja der Glück, mein Glück. Dadurch habe ich die Möglichkeit gehabt. Von Auschwitz sind wir dann auf Transport gekommen, ins KZ Mühldorf am Inn. Das ist ein Außenlager oder Außenkommando von Dachau. Das war die Hölle in der Hölle. Das kann sich keiner vorstellen. Dort haben sie eine unterirdische, komplettes Werk gebaut. Also eine Riesenhalle hätte das werden sollen. Es ist ja fast fertig geworden, diese Halle, bis Ende des Krieges. Wie haben sie das in dieser Kälte und ohne Essen das alles machen können? Ja, Wie ist die Häftlinge wurden ja gezwungen zu arbeiten. Man hat 10 Mann ein Brot, also ein Schnitzelbrot und die Bunkersuppe. Die höchste Erwartung war hier, wenn sie ausgehalten haben, war 3 Monate. Wenn einer 3 Monate hier ausgehalten hat in diesem Lager, dann hat er es noch halbwegs irgendwie überlebt. Sie waren 6 Monate. Ich war in diesem Lager, aber ich habe da das Privileg gehabt durch die Dolmetscherei für die Ungarn. Und dann habe ich 2 Kapo gehabt, auch. Kapo und dann der Blocke, die waren Deutsche, Grüne, die haben mich irgendwie immer wieder bevorzugt oder was, irgendwo ein Stückchen Brot oder irgendein halbertes Stückchen altes Bar geben, was man dann abschürfen konnte, ne? So dass man irgendwo doch was gekriegt hat. Also das kann sich ja keiner vorstellen. Es hat da mehrere von diesen Bunker. Nein, das ist der letzte gewesen. Mir ist wichtig, dass du einmal siehst, wie diese Bunker, die ganze Anlage ausgeschaut hat. Du musst ja jetzt schauen, das geht ja weit, das ist ein ziemlicher. Und jetzt geh einmal da weiter, dann siehst du. Das war hier alles noch ausgefüllt mit Schotter. Ne? Das ist so, dort liegt noch der typische Schotter, den was man noch nicht weggebracht hatte. Ne? Und der Schotter war praktisch ein Schablon. Ne? Oder, ne? Weil sie haben ja nicht so viel Holz gehabt, dass sie das mit Holz hätten abdecken können. Ne? Aber das ist ausgeglichen worden und dann ist es auch Beton geworden. Und da sieht man ja ungefähr 30 Meter eine Spannweite. Also, und ziemlich hoch. Und das ist ja auch hier hinuntergegangen noch ungefähr 3 Meter. Und die Fundamente die Ausstiege waren respektive die Stufen und die Eingänge dazu, die waren ungefähr damit 6 Meter. Aber Fundamente, eine solche starke Art
kann man sich gar nicht vorstellen. Und das ist gegangen in diese Richtung geradeaus. Das waren ungefähr mindestens, so viel ich weiß, etwas mehr als 12 Bögen. Also ich war faktisch, ich bin zum Fundament von den Ausgängen gekommen, das war im September 1944. Die haben schon angefangen im Winter, ne, mit Häftlingen von Auschwitz-Birkenau. Und ich war in diesem Transport schon, ja was jetzt erst Anfang September dahergekommen ist. Wir sind von Auschwitz gekommen. In Auschwitz haben wir gefroren wie die Hunde. Auch untertags in der Sonne, es war Auschwitz nicht leicht. In Auschwitz haben wir wenigstens Baracken gehabt. Die Baracken, was früher die K&K Artillerie gehabt hat, ne? Für die Pferde. Da waren links und rechts in diesen Baracken gemauerte Öfen drinnen. Ne? Aber es war fast kein Fundament mehr da, fast mehr kein Holz auf dem Fußboden oder höchstens noch ein Stück Beton. Und so sind wir auf dem Beton oder auf die Holzbretteln gelegen. 5 oder 6 Mann, eine Decke, wenn wir überhaupt eine Decke gekriegt haben. Also, wir haben das ein ÖV gemacht, wie man so schön sagt. Dank einer an anderen, dass wir uns gewärmt haben. Ne? Und wie wir dahergekommen sind, wir die aufgemacht haben, die Waggone, und wir sind rausgekommen. Die Sonne hat gescheint. Wir haben geglaubt, wir sind irgendwo im Süden, weil es war so schön warm, Sonnen, alles grün. In Auschwitz war es nicht so grün, irgendwie noch frühlingmäßig, obwohl es schon spät war, oder schon wieder herbstmäßig. Also man kann sich ja das gar nicht so vorstellen, dass das so war. Schaut euch einmal diese Umgebung an und jetzt müsst ihr euch vorstellen, es ist ein Feldbahngeleise gewesen und das hat das so weit hinaufgeführt, den Schotter, bis das Gewölbe ausgefüllt war, dass das Gewölbe machen konnte. Und wenn das Gewölbe fertig war und betoniert war, dann war alle paar Meter eine Luken unten mit Eröffnung zum Öffnen. Und da wurde der Schotter abgeladen. Die Felsbahn ist unten in einen Tunnel durchgefahren und hat den Schotter, von was abgelassen ist, wieder vorgeführt und für die nächsten Bögen. Und ich habe dann diese leichtere Arbeit bekommen, unten zu sein, der Schotter, was daneben fällt, neben den Loren, einzuschaufeln. Na, da bin ich zweimal verschüttelt worden. Einmal habe ich mich selber ausfeilen können, das zweite Mal hat mir ein Kamerad rausgearbeitet. Ne? Also das sind Sachen gewesen, das was auch nicht mehr vergisst in deinem Leben. Das sind so Kleinigkeiten, das war, was ums Leben gerauft hat, um die Luft und um Überleben. Also nur, dass er ein bisschen Ahnung kriegt. Und die Arbeiter katastrophal. Wenn das Betonieren, das kann sich keiner vorstellen. Dann teilweise haben wir ja die Zementsäcke auch ausladen müssen von den Eisenbahnwaggons. Die sind dann ins Magazin getragen worden. Und im Magazin habe ich die Möglichkeit, mich
hinter den Säcken hinten immer wieder ein bisschen niedersetzen oder auslassen. Das war die Möglichkeit, wo sie uns nicht beobachtet haben. Da habe ich mich wieder, wie man sagt, erholen können, halbe Stunde. Ne? Also einmal ist es mir passiert, dass ich auf die Latrin gegangen bin und auf der Latrin beim Sitzen eingeschlafen bin. Und das war schon am Treten und ich habe auf der Latrin geschlafen. Die haben mich gesucht, aber die Kapo haben mich gefunden und haben, wie man sagt, die haben mir geholfen. Weil die Grünen waren ja meistens die Schläger. Aber sie haben vor den politischen oder vor den religiösen Leuten doch irgendwie Respekt gehabt oder geholfen oder was gegangen ist. Also Kapo war nicht immer die Bösen, aber man hat sie dazu, die SS hat sie dazu gezwungen, weil sonst hat die SS auf einer hingehauen. Also vorgeschobenes Personal. Nur das sind Sachen, wo keiner eine Ahnung hat. Aber die Halle, das war eine Katastrophe. Die Fundamente sind circa 10 mal 10 in Würfeln gegossen worden, die Fundamente. Die waren circa 8 Meter tief in die Erde hinein. Also, und da jetzt haben wir müssen, sie sind armiert gewesen mit Stahl, Betonstahl. Auf die Betonstahlträger mussten wir stehen und stampfen, dass sich keine Luftblasen bilden im Beton. Und wenn einer reingefallen ist, wir durften den nicht herausziehen. Wenn wir einen rausgerettet haben, dann haben wir 25er bekommen. Das war eine Katastrophe. Der Bock hat das geheißen. Einmal haben sie mich ja erwischt, dass ich einen rausgezogen habe. Zweimal haben sie mich nicht erwischt, dass ich einen rausgezogen habe. Es ist ja, du hast das ja nicht so halten können bei der Kälte, obwohl wir ja uns aus den Sackeln von dem Zement die Hände eingebunden haben am Beton, respektive auf den Eisen, dass wir es nicht anhalten können. Aber nicht? Die Betonsackeln haben wir ja genommen auch zum Ausstopfen für den Oberkörper. Nur unten haben wir das nicht machen können, ist nicht gegangen. Wir haben unten die Hosen nichts gehabt zum Ausstopfen. Also es ist saukalt, wir haben ja die Sommeruniform nur gehabt. Also nicht die Winter, die Flanell, wie sie es gehabt haben. Denn das war Leinendinne. Also früher haben wir die, kann man sich nicht vorstellen. Nur durch die Bewegung haben wir uns noch halten können. Und das 12 Stunden am Tag. Es ist fast eine Dreiviertelstunde Anmarsch und eine Dreiviertelstunde Rückmarsch zum Lager selbst, wo wir haben schlafen können. Und dann haben wir ja nur gekriegt die Bunkersuppen und 10 Mann ein Brot. Diese schwere Arbeit, Zementsäcke schleppen und Betonschaufeln, und das kann sich keiner vorstellen. 50 Kilo waren das schwere Zementsäcke. Ja, damals waren es die 50. Heute haben sie es ja nicht mehr. Heute haben sie nur 25 Kilo Säcke mehr. Zu der Zeit werden es wahrscheinlich auch schon weniger als 50 Kilo selber gehabt haben. Das heißt, die Zementsäcke waren schwerer, als was sie eigentlich selber waren, vermutlich. Ja, die waren damals schon um etliches schwerer. Es war ich sage nur eine Katastrophe. Und wir sind getrieben worden wie ein Hund, treibt man nicht so. Pferde, die was schwere Wegen gehabt haben und die Kohlenwegen früher gezogen haben. Da waren die Kutscher oft
mit der Peitschen und haben die Pferde ja oft getrieben, dass die schweren Wegen schleppen können. Ungefähr so sind wir behandelt worden, als Menschen, mit Prügeln, mit Peitschen, dass wir das bewerkstelligen. Also die Menschen sind oft zusammengebrochen, zusammengefallen. Mir ist es leider auch so gegangen, das war schon in 45er Jahren, das müsste ungefähr Jänner oder Februar gewesen sein, 45. Wir haben ja keine Zeitrechnung gehabt mehr. Wir haben ja nicht einmal gewusst, welcher Tag das ist. Bin ich zusammengebrochen, mit dem Zementsackel. Die Kameraden haben mir das Zementsackel weggenommen, weil das ist an mir, haben es umgedreht. Ich bin auf einer Eisplatte gelegen und wir haben es nur mit 2 Kübeln Wasser angeschüttet. An mir ist innerhalb von, ich weiß nicht wie kurz, das Ganze an mir angefroren gewesen. Von dort habe ich die Erfrierungen von den Füßen. Der Oberkörper war weniger in Leidenschaft, Mitleidenschaft, weil ich ausgestopft war mit den Zementsackeln, mit den leeren. Also, Wir haben es gesagt, von den Zehen bis zum Schnurrbart war alles gefahren. ja, das war. Sie haben Die gesagt, haben mich dann aufgehoben, zum Einmarschiert, dann haben mich zwei Kameraden, die was kürzer noch waren und noch bei Kräfte ins Lager hineingeschleppt. Ich kann mich nur erinnern, der Capo hat mich dann ein bisschen, wie man so schön sagt, massiert, dass sie die Haupt angefroren, weil es ist an mir das Ganze, was ich angehabt habe, die Hosen, zerbröckelt wie ein nasses Papier. Ich bin faktisch Unterleib als ein Nackerter gewesen. Oben habe ich gerade noch das Hemd dran gehabt und am Buckel noch und die Ärmel noch ein bisschen von den Jackerl. Das andere hat sich alles zerlegt durch das Eis. Das kann sich keiner vorstellen, das geht mir heute nicht ein, dass ich das überhaupt noch durchgestanden bin. Der Schäftlingsschwan, wie beim Gehen, ist durchs Eis gebrochen, teilweise weggefallen. Die Hosen will ich gar nicht sagen, ich bin halb nackert einmarschiert. Nicht? Aber die haben mich ja damals, Kameraden, die was schon von einem neuen Transport gewesen sind, wie gesagt, mitgeschleppt, weil ich war nicht mehr fast voll gehfähig. Und dann, durch das, dann habe ich 2 oder 3 Tage ein Sonderkommando gehabt. Da haben wir mit einem Latterwagen die Toten herausführen am Friedhof. Also nicht Friedhof, sondern im Wald ist ein Kinetten gegraben worden, ein großes Viereck, 5x5, und da sind die Toten hineingekommen. Und da waren wir meistens 8 Mann, weil mit so einem Latterwagen, also Panniwagen haben sie gesagt, das waren diese typischen russischen Wagen. Und die hätten wir ja nicht zu zweit, zu dritt nicht schleppen können mehr. Also 8 Mann, 2 oder 3 bei der Deichsel und die anderen anschirmen. Zum Waldweg war ein Bauernhaus. Und da war allweil ein Bub, ich schätze, der war damals ca. 10, 11 Jahre. Allweil in der Schnirlsamthosen mit dem braunen Hemd heraus. Da war so ein Bauernhaus. Ne? Und vor denen habe ich immer Angst gehabt, dass der könnte uns verraten, wenn er sieht, dass wir auf der Wiesseite zu den Römen gingen. Also, das hat sich dann nach dem Krieg herausgestellt. Den Buben habe ich kennengelernt, aber der war harmlos. Die Leute die Eltern von ihm
waren auch keine Nazis in dem Sinn, die Leute verraten hätten oder haben, sondern die haben auch gerade nur das Leben gehabt noch, obwohl es Bauern waren. Also es kann sich keiner diese... In Mühldorf war die Lebenserwartung nur 80 Tage. Nicht einmal. Leute, die von Auschwitz gekommen sind, in den Transport, war die höchste, wenn einer 80 Tage das Lager überlebt hat. Diese 80 Tage waren insofern, dass man sagt, nicht einmal ganz 3 Monate. Sie waren 6 Monate insgesamt in Mühldorf, also Ja, in fast Mühldorf. 180 Tage. In Mühldorf habe ich die Möglichkeit gehabt, dadurch, dass ich wieder übersetzt habe und mit dem Capo und mit den Blockältesten, das waren deutsche Grüne, der Winkel war der Grüne, ich habe einen roten Winkel gehabt. Ne? Ja. Das war der Vorteil irgendwie, die Leute haben mich als Kameraden ganz anders geschätzt oder wo es gegangen ist, irgendwie geholfen, mehr geholfen als wie den anderen übrigen Häftlingen. Nicht? Und das hat mir geholfen, diese Zeit doch so lange durchzuhalten. Und Dann habe ich ja etwas gemacht, was ich zum Beispiel bei einem anderen gesehen habe. Während der Zeit, wo wir die Zementsäcke schleppen mussten, im Magazin immer hinter den Stapel ein bisschen zu verschwinden und dort niedersetzen oder ein bisschen ausruhen. Und diese Zeit, was ich da ausgeruht habe, die hat mir wieder Kraft gegeben. Die hat mir, wie man so sagt, kurzfristig immer wieder an Menschen aufgebaut. In Mühldorf hat es ein Krankenrevier gegeben. Wenn einer ganz wenig, also Verkühlungen nur gehabt hat oder was, den haben sie an einen Tag ins Krankenrevier offiziell reingegeben, aber er ist nicht drinnen geblieben. Den haben sie nach 3 Stunden hinausgetrieben mit einem Panjewagen die Toten hinauszuführen im Wald, wo sie eingegraben werden. Weil in diesem Lager waren unheimlich viele Tote. Das Krankenrevier war nur eine Vorwand. ein Vorwand ist eine Halbwegs-Sache, nur, aber das war eine komplette Schaustellung nur. In Mühldorf, vielleicht, da gibt es auch noch eine Episode, da haben sie einmal gesagt, da ist ein Zug bombardiert geworden mit Lebensmitteln oder besser Ja, gesagt, das war auch, da sind wir in Mühldorf gewesen, das war noch in knapp Ende 1944. Mühldorf ist ein Eisenbahnknotenpunkt. Und da ist in der Nacht der Bombenangriff gewesen und da sind ziemlich viele Bomben auf den Bahnhof gekommen. Und in der Früh wurden wir auf den Bahnhof hinausgetrieben zum Reparieren. Die Gleisanlagen waren ja alles von gewissen Dingen kaputt. Und da sind Eisenbahnwaggon mit Lebensmitteln gewesen. Zum Beispiel der eine Waggon, was umgefallen war, da ist ausgeschüttet gewesen Kristallzucker. Na, von den Häftlingen ist jeder, was hat, ein bisschen können dazu Zucker schlecken. Und dann, wir waren ja auch durch das Marschieren und das komplett verschwitzt. Jetzt haben wir natürlich Zucker versucht einzustecken oder am Körper, das haben wir ja gemacht. Ne? Wir müssen dann die Schienen, was
kaputt waren, sind abgeschraubt worden. Und jetzt haben wir Zangen bekommen, die haben wir mit der Zange nebeneinander, sagen wir, 25 Häftlinge auf jeder Seite von einer Schiene gewesen. Haben wir mit Ach und Krach haben wir die 25 eine Schiene heben können und auf die Seite geben. Und dann wieder eine neue Schiene, die nicht verbogen war, wieder dorthin zu bringen, dass die Leute von der RAD das wieder die Gleise in Ordnung bringen. Dort waren wir den ganzen Tag eingesetzt. Wie wir am Abend einmarschiert sind, wir waren komplett hin. Ist ja klar. Dort haben wir uns effektiv nur durch den Zucker halten können, weil der Zucker hat uns aber Kraft gegeben. Komischerweise. Wir waren verpickt im Mund, aber wir haben immer noch, wo wir am Körper ein bisschen was oder im Sack irgendwo einen Zucker eingesteckt gehabt haben, noch immer wieder gegessen. Das kann sich keiner vorstellen, wie das war. Und deswegen haben sie dann, weil sie immer in Schweiß gebadet waren durch diese Anstrengung, haben sie dann auch im Zucker quasi den aufgerieben. Und was ist dann gewesen, wie sie dann zurückkommen sind ins Lager mit den anderen Kameraden? Was Ja, nachher die anderen Kameraden, wir haben ja von dem Zucker alles gepickt. Die Kameraden, die was drinnen waren, die was auf der anderen Baustelle waren, die haben uns angeschleckt wie ein Hund, dass sie den Zucker gekriegt haben. Das war ja, für uns war es eine Wohltat. Ne? Die haben natürlich das gespürt, den Zucker, und das ferner war das wieder eine Ergänzung, das was sie gekriegt haben. Also das sind Zustände, oder das kann man sich heute nicht vorstellen. Bei dort in Mühldorf hätte der erste Düsenflieger dort produziert werden sollen, was da eben diese ganzen Fliegerbunkeranlagen da, was wir damals in Mühldorf gesehen haben, was da eben errichtet haben, was eben gesagt sind, was dann da eingeflogen sind in den Betonschacht sind mit. Ja, naja, in die Betonschacht, was reingefallen ist, einige Kameraden sind ja einbetoniert geworden in diese Fundamente. Wo man halt nicht können helfen mehr ausziehen, weil sonst wären wir selber drinnen gewesen oder irgendwie. Also ich habe ja 3 Leute ausgezogen, bei einem hat man mich erwischt. Aber darum habe ich ja den Bock bekommen. Und der Bock, das waren die 25. Nur von denen habe ich dann in der Folge eine Niere verloren. Darum habe ich heute nur mehr eine Niere. Ne? Das ist ein Wunder, dass die Niere doch noch so lange gehalten hat. Oder das war die Folge von dieser, weil die haben ja nicht am Hintern geschlagen, sondern aufs Kreuz und auf die Nieren und auch mit dem Knüppel. Also das ist katastrophal, diese Zustände, was da waren. Alles unmenschlich. Also. Sie haben ja gesagt, das war viel, viel schlimmer noch als Auschwitz selber, Ja, diese Nebenlager. Die Nebenlager waren im Großen und Ganzen sehr schlimm. Aber Mühldorf und Kaufering, das war die Hölle in der Hölle. Und dann sind wir aussortiert worden. Da ist eine Ärztin gekommen ins Lager. Da haben wir müssen antreten. Da sind wir 1380 Häftlinge aussortiert worden als komplett arbeitsunfähig. Also wir waren, wie man so sagt, Muselmannen. Erklären Sie vielleicht das kurz, was das heißt, Muselmann. Wenn einer nicht mehr arbeitsfähig war oder zum Ende war, dann hat man, das ist ein Muselmann. Und da hat man uns, das ist ein Muselmann. Der ist abgeschrieben und kann man abschreiben. Nicht? Und die hat gesagt, das ist ein Muselmann, den kannst du nicht mehr und so weiter. Also da sind wir 1083 Häftlinge auf Transport gegangen. Von Mühldorf nach Kaufering.
Und in Kaufring, wie sie in Kaufring angekommen sind, bevor sie ins Lager gekommen sind, die jeweiligen, da haben sie ja gesagt, ja, waren an diese Todesmärsche, weil er nicht mehr kennen hat. Ja, na gut, wir sind ja mit dem Zug einwagoniert. 1083 als Muselmann von Mühldorf einwagoniert worden nach Kaufering. Und dieser Zug ist mitten im Wald von Tiefflieger angegriffen worden. Es hat Häftlinge gegeben in den Waggons. Die Lokomotive hat einen Volltreffer gekriegt, ist gestanden. Wir waren aber in diesem Waggon damals nicht eingeschlossen. Die Türen waren offen. Und wir sind natürlich alle von dem Waggon rausgesprungen in den Wald hinein. Ich bin zum Beispiel weitergelaufen in Richtung, wie die Gleise waren, ungefähr in dieser selben Richtung. Ich bin in ein RAD-Lager gekommen. RAD ist Reichsarbeitsdienst, Ja. Arbeitsdienst Ja. oder Ja, RAD. passt. Ne? Und dort die Leute, was ich angetroffen habe, ich bitte, gebt mir doch ein Stück Brot oder was. Die waren so stur, die haben gesagt, wir haben ja selber nichts. Und ich habe es nicht geglaubt. Ich habe mir dann die Küche, wir sind ja dort, nicht nur ich, von den Zug viele Kameraden, was wir dort drin sind, zur Küchenbaracke gelaufen. Die haben wir gesehen, die Küchenbaracke, alles leer, die Kesseln, kann man sagen, blank geputzt. Also es ist kein Steiberl irgendwo, was du finden tust oder was. Das hat man. Und dann sind wieder die SSler gekommen und haben uns zusammengetrieben. Das war wieder ein Stückerl Todesmarsch. Auf den Stückerl Todesmarsch, bis wir ins Lager nach Kaufering gebracht wurden, getrieben wurden wie die Hunde. Hat es hübsch ein paar Tote gegeben. Wenn einer ein bisschen weiter aus der Reihe war, ist er angeschossen worden oder niedergeknüppelt worden. Wenn wir bei Leuten vorbeigekommen sind, bei den Kleinhäuslern, was war, manche Frauen sind draußen gewesen und haben uns zugesteckt ein Stückel Brot. Nicht? Wenn das ein Häsler gesehen hat, hat er uns das aus der Hand geschlagen oder die Leute auch beschimpft. Also diese Unmenschlichkeit, das kann sich keiner vorstellen. Kaufering war dasselbe Lager wie Mühldorf, Außenlager von Dachau, und die haben dasselbe System dort gemacht wie in Mühldorf. Nur in Kaufering waren sie etwas weiter. Und jetzt haben sie einzelne Lager, das Lager 1, Lager 2, 3 und 4, weil die Lager waren um die Baustelle herum. Wie sehen wir das, im Umkreis von jeweils 400, 500 Meter angelegt, ne? Sodass die Häftlinge doch eher zur Arbeit gebracht werden konnten und schneller, dass das vor sich geht. Und dort haben sie dasselbe gemacht wie in Mühldorf. Mit Gewalt die Leute geprügelt, zur Arbeit gezwungen, zu einer Arbeit, die was sie nicht mehr fähig waren. Die Leute sind zusammengebrochen durch Unterernährung. In Kaufering waren unheimlich viele Tote. Die Ernährung wäre noch ganz wichtig, noch festzuhalten in Kaufering, weil in jedem einzelnen Lager ist es immer schlechter geworden, haben sie ja gesagt. Ja. In Kaufering sind wir von einem in 3 Lager gewesen. Von einem Lager, erst waren wir in Lager 1, da haben wir jeden zweiten Tag eine Schnitte Brot bekommen. Und jeden zweiten Tag nur ein Heferl, die Suppe.
Dann sind wir gekommen ins Lager 3, weil das Lager 2 ist irgendwie aufgelöst worden, weil es hat sich nicht mehr halten können, weil zu wenig Häftlinge noch gelebt haben. Die anderen sind schon alle, wie man sagt, umgekommen, gestorben, weil das waren ja alles Erdlager. Also das heißt, ein Kinetten mit einem Dachel und in der Kinetten, wenn es geregnet hat, ist das Wasser gestanden. Und da reine Erden auf der Erde sind im Häftlinge gelegen. Also es kann, wie lange hält der Mensch das durch? Nicht, das ist, und da sind natürlich auch viele draufgegangen und in Lager 3 haben wir auch jeden dritten Tag nur eine Schnitte Brot bekommen und jeden zweiten Tag oder dritten Tag auch nur ein Heferl, die Suppe. Und dann sind wir ins Lager 4 gekommen. In Lager 4 war es eine Katastrophe. Da haben wir die ersten 2 Tage überhaupt nichts gekriegt. Den dritten Tag haben wir dann eine Schnitte Brot bekommen. Dann habe ich irgendwo ein bisschen ein Gras erwischt, was an der Seite noch, das habe ich gegessen und das hat mir nicht gut getan. Dadurch habe ich die Mageninfektion noch dazu bekommen, durch das, irgendwas. Ne? Dann, es war ja eine Katastrophe auch. Es hat ja einer von einem, wie wir da gelegen sind, wenn einer der Nachbar tot gewesen ist, ist er abgekiefelt worden. Kein Witz. Ne? Einer hat den anderen den Arsch abgebissen. Die Haut war ja fast nicht kein Fleisch mehr drauf, aber das ist abgebissen worden. Nur das ist die Ernährung. Das hat es gegeben. Das will heute keiner hören und sehen. Es wird auch deswegen nicht kundgetan, weil es nicht nur unappetitlich ist, sondern unmenschlich. Aber es hat es gegeben. Bis sie eben dann am 27. April eben befreit geworden sind, wie sie vorher gesagt hat, mit 27 Kilo. Ja. Und ich zweifle, dass ich sogar diese 27 Kilo gehabt habe, weil ich konnte mein Gelenk so umarmen, wie jetzt hier den Daumen. Kann man sich das vorstellen? Das war das Gelenk. Ja, der Daumen. Das war das Gelenk. Effektiv nur Haut und Beine. Ne? Wir haben den letzten Tag gesehen, dass die Bewachung nicht mehr die SS war, sondern andere Uniformen. Und da sind wir den letzten Tag dann zum Lagertor, wo ein Turm war. Und dann den Turm, der war 2 Haxen von dem Turm waren zwischen den Lagerzaun und 2 außerhalb des Lagerzauns. Und wo wir hineingreifen konnten zwischen den Lagerzaun, haben wir für jede Haxen mindestens 25 Leute gehabt und da haben wir angefangen zum Rütteln. Weil wir haben schon Tage vorher gehört, den großen Lärm von Artillerie und Geschosse und so weiter. Und da haben wir gesagt, jetzt probieren wir das Lager aufzubrechen oder die. Ne? Und wie wir angefangen haben zum Rütteln auf den Turm, ist der Posten runtergestiegen und weggelaufen. Das war eine undefinierbare, für uns damals undefinierbare Uniform. Es war keine Wehrmacht, es war kein SS, nicht. Irgendeine andere Uniform. Jedenfalls, wir haben dann versucht,
das Lagertor. Das war ein großes Doppeltor mit einem Riegel. Und zwar der Riegel ist in einer, wie sagt man, in einer, wie sagt in einer Haken drinnen gehangen. Wir wollten den Riegel aufheben. Zu dritt, zu viert waren wir nicht imstande. Dann sind ein paar Häftlinge noch gekommen, die haben auf der anderen Seite niedergedrückt. Und bei uns auf unserer Seite haben wir noch ein paar gehabt, dann haben wir zu fünft auf unserer Seite den Riegel aufheben können, so dass der Querbalken offen war. Dann ist das Lagertor aufgegangen. Und wie das Lagertor offen war, sind wir, nicht nur wir, sondern hinter uns auch noch einige Häftlinge, die was ein bisschen noch gehen konnten, hinausgelaufen. Von Lagertor bis zur Straße, wo sagen wir, die Hauptstraße oder was das war, waren vielleicht 20, 25 Meter. Und wir sind, nicht nur ich, sondern etliche andere, wir sind doch versucht zu laufen, sind wir zusammengebrochen. Es sind dort vielleicht 10, 15 Kameraden auf den Stückelweg zu dieser Straße liegen geblieben. Und ich weiß nicht wie lange, wir sind nicht lang gelegen, sind die ersten Panzerspitzen bereits vorbeigefahren, bei uns dort auf dieser Hauptstraße. Und anschließend, das war keine 3 Minuten später, sind Sanitätswagen, die Sanker von den Amerikanern gekommen. Und die Sanker haben gesehen, dass wir dort liegen. Der ist hingegangen und hat noch einen Häftling, noch einen anderen, wie ein kleines Kind unter den Arm genommen oder über den Arm gelegt und in den Sanker hineingesteckt. Wir waren in den Sanker, ich glaube, 10 oder 15 Kameraden hat er in den Ansanker reingebracht und ist mit uns gefahren. Und da sind wir gekommen in das Lager Holzhausen bei Buchloe. Das war ein ehemaliges Kloster. Das Kloster war aber während des Krieges als Lazarett. Und dort hat man uns reingebracht. Das erste war die Klosterschwestern, die haben uns empfangen. Die haben uns hinuntergebracht, wie wir gekommen sind, ins Kellergeschoss. Im Kellergeschoss waren Bäder hergerichtet und was ich einer, wie es halt üblich ist. Und da waren auf den Gang links und rechts Bänke noch schon hergerichtet. Die haben uns auf die Bänke gesetzt und haben gesagt, wart, ihr kriegt was zum Essen und zum Trinken. Nach ein paar Minuten ist eine Klosterschwester gekommen mit einem Heferl Tee, ein paar Schluckerl, aber nicht viel, gerade wirklich ein paar Schluckerl Tee nur. Die nächste ist dann gekommen und hat uns ein Stückerl Zwieback gegeben. Ich habe hingreifen wollen um ein zweites, habe ich eine auf die Pfoten gekriegt. Darfst du nicht, du darfst das nicht. Ist mir nichts überblieben. Ne? Und dann ist eine Klosterschwester gekommen, eine jüngere, vielleicht war es 25 Jahre alt, ungefähr was nach meiner damaligen Schätzung. Damals habe ich keine Möglichkeit mehr gehabt, geistig das so festzuhalten, wie man es heute kann noch. Die hat mich genommen, wie man sagt, unter den Arm halbert und hat mich hineingeführt ins Bad. Hat mich, das, was ich noch angehabt habe, wieder, hat es mir ausgezogen, ich war ja wieder angeschissen. Flecktyphus, Bauchtyphus, eine Mageninfektion, die Phlegmone, es waren lauter Verrunkelungen am ganzen Körper, die eitrig waren. Das hat geeitert, also das, ich muss ja fürchterlich ausgeschaut haben.
erste Mal, wie ich im Bad drin war, hat es mich das Wasser wieder auslassen, hat mich angewaschen gehabt, noch einmal. 3-mal hat ich mich müssen waschen, dass ich überhaupt fähig war, dass man ein Nachthemd hat anziehen können und dass man mich hinaufgebracht hat dann im Schlafsaal. Ich weiß noch, ob das eins, es war ein großer Saal, man hat mich in ein weiß überzogenes Bett hineingelegt. Ich war weg. Angeblich habe ich 3 Tage geschlafen, ohne dass ich wach geworden bin. Man hat mich angeblich wecken wollen, aber ich bin nicht zu mir gekommen. Und dann haben sie mich geweckt und dann haben sie mir eingeflößt, Cremesuppe oder sowas Ähnliches. Aber auch nicht viel, gerade mit einem Schnabenheferl, ein paar Tropfen und dann haben sie mich wieder, schlaf weiter. Und das ist dann alle Stunden, ist die gekommen mit ein paar Tropfen. Zwischendurch habe ich immer wieder geschlafen. So haben sie mich die ersten paar Tage wieder zum Leben zurückgebracht. Haben Sie da realisiert, dass Sie befreit geworden sind zu der Zeit, dass es jetzt da vorbei ist? Ja, realisiert, ich habe nicht gewusst, dass der Krieg aus ist, das habe ich nicht gewusst. Ich habe auch nicht gewusst, wo ich bin. Ich habe nur gesehen, ich bin in einem Saal, die Betten, also ich habe gewusst, das kann nur das Spital sein oder was. Und das war für mich wichtig, dass ich irgendwie beruhigend das war. Aber es war noch immer die Angst da. Es können wieder ein paar Nazis kommen und uns rausholen. Nach einer Zeit sind wir aus diesem Lazarett entlassen worden, nach Landsberg in die Artilleriekaserne. Am 2. Tag habe ich dort schon wieder 39 Fieber gehabt. Ne? Aber dort waren gute Krankenschwestern, die haben mich und die anderen, was da mit Fieberanfällen gekommen sind, mit einem Präparat, mir fällt es momentan jetzt nicht ein, das war rot, es hat ausgeschaut wie Blut. Ne? Und mit denen hat es uns Fiebersenkung gegeben und dann, wenn wir aufs Wissen gegangen sind, das hat ausgeschaut, wie wenn ich bluten tue. Jetzt habe ich natürlich auch Angst gekriegt. Schwester, Blut kommt. Brontosil hat das geheißen, siehst du das? Jetzt fällt es mir ein. Das Brontosil war das rote. Sagt, mach dir keine Sorge, das ist das Brontosil von denen. Wichtig ist, das Fieber kommt nicht herunter und so weiter. Ne? Und da war ich auch ca. 14 Tage in den Lazarett. Und dann bin ich wieder ein bisschen beieinander gewesen. Bin ich raus und habe geschaut, was für LKW oder PKW fahren. Da habe ich einen Amerikaner erwischt, der was nach München gefahren ist. Ein LKW von den Amerikanern, aber er durfte mich nicht mitnehmen ins Führerhaus. Er durfte im Führerhaus niemanden anderen, außer uniformierte Amerikaner. Hinten am Wagen, die haben die Blochen gehabt, ne? Am Wagen. Aber von vorne, wenn er gefahren ist, das hat durchgezogen. Da war keine Abdichtung. Na, das war's. Es war gut, ich meine, es waren 40 Kilometer nur. Aber diese 40 Kilometer habe ich wieder gefroren wie ein nasser Hund. Aber ich war ja nicht beieinander noch ganz. Ne? In München habe ich dann gesucht, die Sendlinger Straße, das österreichische Komitee. Hingekommen,
mit Ach und Krach. Ja, es waren etliche Leute von österreichischen Komitee da, aber wir können da nicht helfen. Wir haben keine Möglichkeit. Wir können von Deutschland nicht wegfahren. Wir können nicht einmal nach Österreich hinüber in die amerikanische Zone. Ihr habt keine Entlassungsschein. Du musst ins Stammlager nach Dachau hinaus. Dann kriegst du einen Entlassungsschein und vielleicht gibst du einen Transportschein. Ne? Ich habe geschaut, dass ich wieder nach Dachau komme. Also, auch sehr umständlich gewesen. Aber in Dachau habe ich dann in Sperg getroffen, einen Kameraden, Franz Kurt Sperg. Der war der Lagerschreiber von der Registratur. Ja, die haben mich ausgefragt, wie heißt und alles. Die Nummer 108.707. Na, sagt er, weil die haben mich ja gleich in die Ding eingeteilt, in einer Halle. Ein Bett, das ich zum Schlafen habe, weil ich habe ja fast nicht mehr weiter können. Und der Sperrkurtel ist dann gegangen, der hat die Registratur des Lagers übergehabt. Nicht? Kartei. Hat mich in der Kartei gefunden und hat das aufgeschrieben alles. Dann haben wir ja schon einen zivilen Lagerleiter gehabt und von den Amerikanern wem dort. So hat er einer gegeben, hat er gesehen, ich bin von Auschwitz dort hingekommen und so weiter. Dann war ich einige Wochen in Dachau und dann hat es geheißen, die Spanienkämpfer haben einen Autobus zusammengestellt, was von der SS war, kaputten. Mit denen wollen sie nach Vorarlberg fahren. Da haben sie die Einladung gehabt von Landeshauptmann Ilg, 83 Mann zur Erholung, aufpäppeln. Ja. Und die Amerikaner haben gesehen, dass der Autobus auf einmal betriebsbereit ist, haben sie gleich beschlagnahmt und weggenommen. Jetzt sind wir da gestanden ohne Fahrzeug. Jetzt haben die Franzosen uns einen offenen Trailer geschickt. Na, der offene Trailer, gut, ich meine, 83 Leute auf einem offenen Trailer ist kein Problem. Aber keine Decken, ich habe dann von Lager noch 2 Decken gehabt, dass man sich umhängen hat können und so weiter. Oder niedersetzen auf die Decken. Aber das war ja ein langer Weg. Nicht? Von Dachau bis nach Vorarlberg. Ich kann mich nur erinnern, wir sind angekommen in Lochau. Das war die Grenze von der amerikanischen Zone zur französischen Zone. Die Franzosen haben erst nicht wollen reinlassen. Das war ein Hin- und Her-Schreierei von denen dort. Aber es hat sich dann geklärt. Dann sind wir weitergekommen nach Feldkirch. In Feldkirch hinauf am Viktorsberg, oben ein Kloster gewesen, ebenfalls Lazarett. Die, die schneller gewesen sind, sind alle hinaufgelaufen. Ich habe nicht weiter können, ich bin ganz langsam. Ich bin in ein Gewitter hineingekommen. Die letzten paar Meter noch, bevor ich ein Gasthaus noch erreichen kann, bin ich komplett nass geworden. Aber ich bin dann dort das erste, oben am Viktorsberg, in das Gasthaus hinein. Sag, ich muss zu euch rein ein bisschen, bis ich ins Lazarett komme.
Aber ja, als Begrüßung hat er mir ein Stamperl gegeben, ein Häuberl gekriegt. Ne? Da habe ich dreimal Kurs davon, weil es ein Scharfer war. Na, also, das sind Erinnerungen noch. Und dann nach dem Lazarett, wie es nach Wien zurückgekommen sein, wann haben Sie dann das erste Mal gewusst, was mit Ihren Eltern wirklich ist? Das hat längere Zeit gedauert. Es hat alles Monate gedauert, bis ich auch Klarheiten bekommen habe. Ich habe dann durch so die Kreuz bekommen von meinem Vater, die Todesnachricht und dass er wo er begraben ist und was. Von der Mutter, dass sie deportiert worden ist, nach Polen irgendwo hin, wo sie dann irgendwo umgebracht wurde, wie viele andere. Das sind eben die. Ich habe dann mit Ach und Krach die Einweisung in die elterliche Wohnung bekommen, aber die Einweisung, das heißt Küchenbenutzung mit einem Kabinett. Die Nazi ist noch im Zimmer gewesen mit der Küchenbenutzung. Aber die hat Gott sei Dank die ist nach 3 Monaten selber ausgezogen, weil die hat in Niederösterreich ein Häuserl gehabt, die hat 2 Kinder gehabt, die hat es draußen bei ihren Eltern gehabt, also die Frau von den SS-Oberscharführer, ne, was damals so grauslich war zu mir, hat sich dann sehr, sehr beruhigend gegeben. Nicht? Aber er ist gefallen. Ne? Dann hat sich herausgestellt, sie hat 25 Jahre in einem jüdischen Haushalt gearbeitet, bei einer Familie. Und ihr Mann hat diese Familie dann auf Transport geschickt zu vergasen. Also solche Sachen. Immer wieder, wenn man nachgeht, hat sich das so ergeben. Und wie haben Sie dann Ihr weiteres Leben nachher dann aufgebaut? Das war schwierig. Ich bin zur Volkssolidarität gegangen in Wien, ins Rathaus. Wissen Sie, was sie gesagt haben? Da schau eine, leere Regale. Ein paar Socken kann ich dir geben, aber die haben ein Loch. Ein paar luckerte Socken habe ich bekommen, sonst ja, einen Bezugsschein. Ich kann mir bei einer Firma draußen auf der Schönbrunner Straße, bei der Lobkowitzbrücke, die Firma existiert heute noch, einen Hubertusmantel holen. Der wird mir, ist dort fertig in Konfession, kann ich mir holen. Das ist das Einzige. Das war Ich bin monatelang gegangen mit der Uniform von einem Soldaten. Die Jacken hat den Durchschuss gehabt, wo er Verwundung gehabt hat. Nicht? Die Hosen waren mir damals noch zu groß, die hat mir dann später einmal gepasst. Es hat hübsch ein paar Monate gedauert, bis ich ein anständiges Gewand gekriegt habe irgendwo. Die Österreicher haben sich sehr, sehr schmutzig benommen gegenüber uns Häftlingen, die was befreit worden sind. Weil der Großteil war verkappte Nazi. Der Großteil hat Butter am Kopf gehabt. Und die es nicht waren, das waren meistens gerade Mitläufer, das Durchschwimmen und nicht durch, weiß ich was. Die haben Angst gehabt vor die überlebenden Nazi. Und der Großteil der Nazi hat ihre Wohnungen und das ganze Sachen
was sie sich angeeignet hat von Juden oder anderen, erhalten können. Sogar ihre Anstellungen wurden verlängert oder, also wenn man das heute so sieht, und dann wundert man sich. Sie haben ja dann ja eine einmalige Kriegsentschädigung gekriegt. Wie ist denn das gewesen? Das waren 43 Schilling pro Monat Haft. Und da ist nur ein Jahr anerkannt worden. Haben Sie gesagt, als Junger übersteht man das. Es ist nichts übergeblieben. Ich bin dann schmuggeln gefahren nach Deutschland. Hinausgeführt habe ich einen Tee von Österreich, den habe ich da bei einem Großimporteur gekriegt. Die haben draußen in München keinen Tee gehabt. Herein habe ich technische Sachen wieder gebracht, Musikinstrumente, Blockflöten und Schenscher. Ich habe ja von was leben müssen. Und dann ist wieder das aus gewesen, weil man hat das freigegeben wieder. Also kann man sich nicht vorstellen. Und heute glauben diese Leute, sie können das wiederholen. Darum kann ich nur immer wieder sagen, wehret gegen solche Leute. Solche Leute dürfen nie mehr ans Ruder kommen. Darum kann ich nur sagen, das war erledigt für mich. So, jetzt habt ihr nur. Darf ich noch 2, 3 abschließende Fragen stellen? Ebenso Weisheiten aus der Geschichte. 5 Minuten noch circa. Was denn? Leider eben, so wie Sie gesagt haben, gibt es immer noch viele Leute, die was, so wie Ihre Geschichte jetzt war, sagen wir, das ist ja alles erfunden, sowas gibt's nicht. So, die was das leugnen. Was würden Sie da den Menschen da sagen, die sowas eben... Ich wünsche nur, dass der das mitmachen soll. Dass es ihm so widerfährt. Mehr wünsche ich ihm nicht. Dann würde er darüber anders denken. Welchen Ratschlag geben Sie den Menschen mit, die was das jetzt da gesehen haben, die 3, 4 Stunden, wo sie jetzt ihre Geschichte so eindrucksvoll geschildert haben? Allgemeinen Lebensratschlag. Sie sollen menschlich leben, menschlich handeln. Ich lebe zum Beispiel seit knapp nach meiner Befreiung nach den so gesagten 10 Geboten. Sicher wird man hier und da mal daneben getappt haben. Aber das ist mein Lebenswille. Nach dem soll man leben. Unabhängig von der Religion. Sehr richtig. Ich bin zwar als Jude geboren, habe mich aber 1950, da war ich in Israel, ich wollte mir unten eine Existenz gründen, was mir nicht geglückt ist, obwohl ich unten einen Cousin gehabt habe und einen Onkel, die ich abschreiben habe können. Habe ich einen Pfarrer gefunden, der hat mich dann mit Jordanwasser beim Jordan entsprungenen bei der Quelle getauft, gesegnet. Aber für mich zählt nicht die Religion, ich halte von der Religion nichts, weil die Religion ist nicht viel anders als eine Partei. Und die ganzen Religionen sind alles nur auf Gib, für einige gut zu leben. Man sieht es ja jetzt mit den 3 Klosterschwestern, wie die Religion umgeht mit 3 Klosterschwestern, die alt geworden sind, in der Zeitung. Ne? Habt ihr es gelesen? Gestern in der Zeitung oder vorgestern war es drinnen.
Darf ich fragen, wie geht es Ihnen da, wenn Sie jetzt so die aktuellen Geschehnisse sehen? So Aufrüstung, da ist ein Krieg, da fängt wieder mehr Antisemitismus an. Wie geht es Ihnen so mit 98 Jahren? Ich kann nur eins sagen. Mit Abscheu kann ich nur sagen, gegen solche Menschen sein. Man kann nur eins sagen, solche Menschen gehören irgendwo rein in ein Lager, dass sie das selbst erleben müssten. Weil wenn sie das irgendwo selber erleben würden, würden sie ganz anders handeln. Sie haben ja auch ein bestimmtes Lebensmotto, nach dem Sie immer gelebt haben, dass man im Leben nur eine Sache aufgibt. Aufgeben darf man nie. Leben muss man immer durchhalten. Nie aufgeben. Nur einen Brief geben auf, haben Sie immer gesagt, sonst nichts. Sehr richtig. So. Was ist wichtig im Leben? Dass man halbwegs gesund ist, ein friedliches Zusammenleben hat mit einem Menschen, dem was man gern hat und das in Ordnung halbwegs geht. Mehr. Was ist der Sinn im Leben? Dass man lebt und überlebt. Und was wünschen Sie sich für die Zukunft? Friede. Friede für die Menschen überall. Dass der Mensch als Mensch leben kann. Ohne Zwang, ohne Terror, ohne Unterdrückung und ohne Benachteiligung. Das wäre ideal. Aber leider ist die jetzige Menschheit weit davon entfernt. Und eine Warnung an alle bitte. Wehret euch gegen die Ungläubigen, die was heute noch in Hirn Ideale verbreiten, die unmenschlich sind und für die heutige Menschheit unberechenbar. Ich bin der letzte Überlebende im 98. Lebensjahr dieses Lagers. Das war die teuflischste Hölle, was ich je erlebt habe. Ich kann euch nur eines sagen, wahret den Anfängen dieser neuen Generation, die sich glauben, sie sind die Besseren, die sind nur hirnverbrannt und stampfen mit den Füßen in den Erinnerungen der vergangenen Plünderer, Mörder und Ariseuren. Diese haben ja das Menschen nur vergast, um sich an dessen Eigentum sich zu bereichern. Man hat Vorwände genommen, die es unmöglich heute gibt oder jemals hätte ausdenken können. Ich kann nur eines sagen, bleibt eisern, gibt nie auf, haltet Freundschaft mit jedem, vor allem Freunde, die euch gut gesinnt sind. Und bleibt alle gesund und nie aufgeben. Mit diesen Worten will ich euch warnen für die Zukunft, dass ihr auch gegen solche Elemente, die es heute noch glauben, das Alte zurückzubringen, warnen. Es gibt nichts Besseres als gute Freundschaft und ein gutes Leben mit Menschen, die in Frieden und Freundschaft leben. Mit diesen Worten will ich schließen und alle herzlich grüßen. Kommt gut nach Hause wieder und macht auf eure Familien auf.
habe ziemlich viel gesprochen, aber du weißt, du hast